10. Juni 22. Franz Kofler lebt in diesem tollen Auto, muss ich sagen. Ich liebe ja Alkoven, weil die unglaublich viel Platz bieten. Aber er lebt wirklich seit 2 Jahren nur noch in diesem Alkoven. Und das Ganze in Mersch in Luxemburg. Du bist Judo-Trainer, hast den 6. Dan. Das kommt hinter dem schwarzen Gürtel. Grüß dich, Franz. Hallo. Ja, ich habe den 6. Dan, also die ersten 5 Dans sind schwarz und der 6. Dan ist dann rot-weiß-rot, so wie ein Bahnschranken. Cool. Du bist schon relativ alt, aber du siehst sehr jung aus, ja. Das muss man fairerweise sagen. Du siehst aus wie irgendwie knapp über 50. Wie alt bist du denn? 65. 65? Ja. Und du machst viel Sport? Ja, jeden Tag. Das ist mein Job. Ich arbeite auch als Judo-Trainer hauptberuflich und bin jeden Tag auf der Matte, mache jeden Tag meine Trainings mit meinen Kindern und bleibe ich auch fit. Und wo, hier in der Nähe, oder? Ja, ich mache in ganz Luxemburg Trainings. Also mein Hauptverein ist hier in Mersch, dann bin ich auch in Luxemburg. Dann mache ich habe das Talente-Projekt in Luxemburg ins Leben gerufen. Da bin ich unterwegs immer wieder und ja, also immer auf der Achse. So, du hast mich angerufen. Ich zeig's mal gerade. Du lebst es hier in den Detlefs. Das könnte, was ist denn das im Baujahr? 1999. 1990. Also ein nachhaltiges Projekt, so kann man sagen. Richtig, oder? Ja. Genau. Du hast im Auto gelebt vorher? Ja, wie ich nach Luxemburg gekommen bin, dachte ich mir, jetzt muss ich mir eine Wohnung suchen. Aber nachdem ich die Preise in Luxemburg gesehen habe, habe ich dann sofort geswitcht und geschaut, ob ich ein Wohnmobil bekomme. Dann habe ich die ersten 4 Monate habe ich im PKW gelebt, bis ich endlich ein Wohnmobil kaufen konnte. In welchem PKW hast du gelebt? Das war ein Renault, wie ist das, ein Scenic. Scenic, ja. Okay. Mit einer Matratze drin? Mit Matratze. Wir haben ausgebaut, einen Nachmittag ausgebaut, dass ich schlafen konnte, ein paar Euroboxen rein und fertig. Hier auf dem Platz, oder? Nein, da bin ich fremd gestanden. Echt? Irgendwo, ja. Irgendwo in Luxemburg? Ja. Sag mal, du stehst jetzt hier fest am Luxemburg, du hast auch Meldadresse hier, oder? Ja, habe ich auch, ja. Das geht in Luxemburg? Ja, ich habe eine Adresse, ich bin zwar sehr selten dort an meiner Adresse, aber ich habe eine. Du hast eine Adresse. Ja, das Ganze ist ja auch deine Lebenseinstellung. Du gehst demnächst auf Fahrradtour, 65 Jahre alt. Ich zeige mal gerade dein Rad, da vorne steht's. Ja, ich das auspacken? Ja, pack's mal aus. Damit fährst du durch 18 Länder. Du hast also 30 Länder und eine World Tour. Wenn du es mal kurz rausholst. Ist das denn so ein Reisefahrrad? Hält das aus? Was denkst du? Ja, es ist ein Stahlrahmen. Ich habe das selbst zusammengebaut. Selbst? Ja, genau. Ich habe den Rahmen bestellt, den Rahmen Ferrari rot spritzen lassen, habe ihn selbst beklebt, habe meine Teile darauf gebaut. Also es ist im Grunde ein Gravelbike und ein Stahlrahmen. Ist ein schnelles Rad, ist jetzt kein E-Bike. Kein E-Bike, nein, nee, das brauchst du nicht. Biobike. Ein Biobike. Die heißen jetzt wirklich Biobikes neuerdings. Ja, oder? genau, ja. Ist ein M-Bike, Muskelbike. Ist lustig, oder? Ja, lustig, ja. Ich zeig's mal gerade. Hier vorne steht's World. Judo Family, das ist meine Organisation. Und ich fahre jetzt durch Europa und mache auch unterwegs immer wieder bei Judo-Vereinen Judo-Trainings. Also praktisch wie so Handwerker, die auf die... Ja, genau, so ähnlich. Ja, aber jetzt gehe ich im September in Pension, in die Rente und jetzt habe ich Zeit für diese Späßchen. So, du bist ja sportlich. Was ist denn so die Quintessenz nach 65 Jahren Leben? Wie ist das so im Prinzip ein bisschen Minimalismus, der einen jung hält? Der Minimalismus, der gefällt mir unheimlich gut. Also ich habe alles... in meinem Wohnmobil habe ich alles drin, was ich brauche. Wenn du mich um 3 Uhr nachts aufwächst, gell, und du sagst, wo ist das und das, dann greife ich dort im Finstern hin und habe es. Ich weiß alles und es macht mir auch keine Sorgen. Gell. Ich brauche keinen Rasenmähen, ich brauche nichts machen. Es ist super. Im Grunde braucht man nicht mehr. Wenn ich mal deine tollen Videos sehe mit den riesen Schiffen. Gell? Krass, oder manchmal? Krass. Ein Luxus, was man alles braucht. Ich habe alles, was ich brauche. Ich fühle mich unheimlich wohl drinnen. Super. Wir machen gleich eine Rumtour. Ich habe viele Fragen an dich, denn wenn man so praktisch reduziert lebt, du lebst wahrscheinlich alleine oder hast du eine Partnerin oder Partner? Ja, in Österreich habe ich eine Partnerin. Okay. Ja. Aber ihr seht euch ganz oft, oder? Ja, so alle 6, 7 Wochen fahre ich mal kurz nach Hause. Du hast noch ein Auto? Nein, also ich habe nur mehr das Wohnmobil. Also wenn du fährst, fährst du im Wohnmobil? Genau, so da fahre ich 20, 25 Stunden nach Hause. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier unterwegs bist in Luxemburg mit dem Fahrrad, oder? Fahrrad, ja.
Immer? Ja, immer mit dem Fahrrad. Das heißt, du fährst dann 2 Stunden früher los, wenn du irgendwie nach Zum Heidelbrück bist? Beispiel, ich muss jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag muss ich in Luxemburg Training machen, Vormittag. Stadt, ja, Vormittag. Da habe ich in der Schule. Ja, weißt du, wie weit das weg ist? 10, 20 Kilometer. Ja, die fährst du halt mal eben. Da fahre ich in der Früh mal rüber, mache das Training, fahre dann wieder zurück und Nachmittag habe ich Training im Meersch. Also ich mache alles mit dem Fahrrad. Ohne Batterie, wenn es regnet? Dann gibt es Regenbekleidung. Das heißt, du fährst im Regen in Fahrt. Du darfst ja nicht durch die Tunnel durchfahren. Hier gibt ja tolle Tunnel nach Luxemburg. Ja, die nutze ich nicht. Landstraße. Die Landstraße. Also Ja. wer jemals hier war, hier ist in der Nähe ist ein tolles Schwimmbad, wie man hört, oder? Ja, genau, hört man, ja. Ich bin aber kein Schwimmer. Ist kein Schwimmer. Nein. Ich habe eine Radtour gemacht von Österreich nach Sizilien und zurück am Meer und ich war nie im Meer. So, jetzt hast du ja hier das tolle Wohnmobil. Das hat noch TÜV bekommen? Ja. Hat TÜV. Alles so Palette, alles. Was hast du bezahlt für das? Damals 12.000 Euro. 12.000 Euro. Heute hat es wieder 20.000 Euro wert. Wahrscheinlich, aber ich gebe es nicht her. Was total toll ist, ist sehr kurz. Ja, genau. Was wirst du denn machen, wenn du jetzt so lange unterwegs bist? Wo steht das denn, das Wohnmobil? In Österreich. Bei Freunden? Zu Hause, wir haben mein Haus auch noch wohl. Da stelle ich es ab. So, wenn du jetzt unterwegs bist, nochmal, wie viele Monate wirst du auf dem Rad verbringen? Ja, jetzt bin ich 1,5 Monate in Deutschland unterwegs. Also da habe ich 2.500 Kilometer. Und dann im April geht es los erst nach Athen, von Athen zum Nordkap. Aber du fährst mit dem Fahrrad nach Athen? Ja, von Österreich nach Athen, von Athen zum Nordkap hoch und von Nordkap wieder runter nach Österreich. Du willst mich nicht verarschen. Nein. Du fährst nach Österreich und dann mal eben nach Athen? Ja. Wie lange fährt man nach Athen? Da bin ich gleich unten, da brauche ich 2 Wochen. 2 Wochen? Ja. Und zum Nordkap dann? Ja, da bin ich dann. Ich muss mit der Temperatur schauen. Ich gehe im April los, bin im Juni, spätestens fahre ich schon wieder rauf. Ich muss durch die ganzen ex-jugoslawischen Länder rauf. Vielleicht fahre ich auch noch kurz in die Ukraine. Und dann geht es hoch dann bin ich Ende Juni am Nordkap. So, deine Haare stehen leicht hoch. Ich zeig's mal gerade, das hat nämlich einen Grund. Du hast eine Hochspannungsleitung über deinem Kopf. Ach so, Man hört sie ein bisschen, oder? Ja, genau. Ein ganz kleines bisschen ist sie so am Zippeln, aber das merkst du nicht, oder? Nein, merkst du nicht. Nein, Da drin ist ja auch ein Faradayischer Käfig, passiert nichts. Genau, ja. Hast du mal gedacht, wenn die auf dich drauf fällt? Nee. Na, Wäre ein schöner Tod, oder? ich habe es nicht einmal noch gesehen. Ach, du hast noch gar nicht wahrgenommen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Du bist schon wie lange jetzt hier auf dem Platz? Ja, ich war letztes Jahr im ganzen Herbst und jetzt im Frühjahr seit April. So, das ist sehr entspannend, denn ich sag mal, du machst das ja nicht des Geldes wegen. Also Geld verdienen würdest du wahrscheinlich genug, aber es ist viel entspannender, oder? Ja, genau. Also ich muss ja immer wieder woanders hinfahren und dann habe ich immer alles beisammen. Ich habe immer alle Sachen, was ich brauche. Ich mache auch Videos in den Vereinen und so weiter immer wieder. Ich habe alles mit, was ich brauche und dann fahre ich halt nach Wien-Grange hoch oder nach Dudelange, wo ich mir vielleicht etwas habe, nehme ich das Auto, logischerweise, wenn ich Sachen brauche. Und ich habe alles beisammen. Warte, ich zeig das mal. Also 1990 hast du gesagt, gell? Baujahr? 99, okay. 99, ja. Guck mal hier, wie schön das aussieht. Das ist deine Luxemburger Nummer, die du drauf hast. Hier ist das Wappen von Luxemburg. Ja, ja. Das ist der Beweis. Im Prinzip heizen mit Gas, oder? Gas, ja. Ja. Ist das Gas, gibt's hier? Ja, Gasflaschen kaufe ich immer bei der Tankstelle. Ja. Tausche ich aus. Komm, wir gehen mal rum, dann zeige ich mal dein Reich. Ja. Das ist quasi dein Grundstück. Genau, jetzt. Das du angemietet hast. Ja. Ist das sehr teuer, hier in Luxemburg zu stehen? Na, ich zahle jetzt pauschal von April, Mai, Juni bis 9. Juli 550 Euro. Im Monat? Zusammen. Zusammen? Ja. In Luxemburg? Luxemburg. Das ist günstig. Sehr günstig. Im Herbst habe ich nur 250 gezahlt für 3 Monate. Das ist fair. Ist der Platz dann relativ leer dann? Nein, der ist voll. Im Sommer bekommst du keinen Platz. Der ist voll. Das ist ein Gemeindeplatz, glaube ich. Gell? Der betreibt die Gemeinde. Also die ist das so, dass du die Leute mit deinen blauen Augen tief in die Augen schaust und sagst, kriege ich einen guten Preis? Oder? Nein, überhaupt nicht. Die machen ja das. Der ist offizielle Preis, laut Tabelle. Ist der Platz sauber hier? Ja, also mir reicht's. So, ich sag mal, die Hubstützen brauchst du auch nicht. Nein. Ich liebe auch deine... Eine Hubstützenanlage. Das ist wahrscheinlich die teurer wie mein Fahrzeug. Ja, ich denke schon. Könnte sein. Aufs Klo im Wohnmobil gehst du auch nicht, oder? Oder nein, gehst du ja? Da gleich gegenüber. Ich zeig mal gerade. Ich bin schnell am Klo hier beim
gegenüber als im Auto. Ja, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist das Klo. Ja. Da kannst du auch duschen. Da habe ich Das ist ein Steinwurf weg. Das darf auch noch jemand anderer benutzen, außer du? Ja, ich bin meistens sehr früh dran, bin immer alleine. Weil um 6 Uhr stehe ich auf und dann bin ich schon alleine in dieser Toilettenanlage. Ist dir nicht langweilig manchmal, wenn du alleine Nee, bist? überhaupt nicht. Nein, ich habe immer was zu tun. Was machst du? Ja, erstens einmal habe ich genug zum Arbeiten. 8 bis 9 Stunden am Tag trainiere ich normal. Dann habe ich Bürotag. Ich mache das ganze Büro, mache meine Vorbereitungen für meine Touren. Also ich habe Du machst auch selber Training oder Ja. du stehst nur daneben und sagst, was sie machen sollen? ja, genau, ich sage an. Nee, Die Zeiten sind vorbei, wo ich selbst trainiert habe. Gell? nee, ich habe keine Ahnung. Ist das so? Ja, ich mache das Training. Du machst das Training selber. Das heißt, Ja, die ja. Leute kommen auf dich zu und dann wirst du die um. Und ich habe keine Ahnung von Judo. Nein, okay. Also ich trainiere das Nationalteam mit, ich bin auch Assistenz-Nationaltrainer. Ich mache hier im Märsch habe ich 80 Kinder, mit denen ich trainiere. Echt? Ja, ja. Das heißt, du bist so eine richtige Berühmtheit eigentlich im Judo, oder? Man kennt dich. Normal schon, ja. Scheiße. Hier sind lauter Holländer. Du sprichst ein bisschen Holländisch? Kein Wort. Kein Wort. Ja, aber ich habe auch einen Österreicher hier. Genau, komm, wir gehen mal 2 Meter runter, dass wir den mal sehen. Da vorne steht noch einer, oder was? Ja, das ist ein Österreicher hier. Ein Freund von mir. Ja. Seine Frau arbeitet bei der Botschaft. Und wir haben uns zufällig kennengelernt und der Sohn geht auch Judo bei mir. Und du meinst, ich kann den mal filmen? Oder? Freilich, Hi, ja. Hallo. ich bin der Sven. Grüß dich. Ist das schon live, oder was? Ja, ist so. Du bist jetzt zufällig hier, oder? Urlaub? Wir wohnen in Luxemburg und wir haben uns zufällig, wir sind aus derselben Heimatstadt und wir haben uns hier kennengelernt. Aus welcher Stadt bist du? Aus Villach. Aus Villach. So wie er auch. Und der da? Er hat ein cooles T-Shirt, ein Trasher-T-Shirt an. Ist das so ein Trasher, ein kleiner? Ja. Ja, Ja, sag. er ist ein wilder Hund, ja. Und trainiert bei ihm Judo. Okay, wie lang schon? Seit wir hier sind, 1,5 Jahre jetzt circa. Ja. Und was hat dich nach Luxemburg verschlagen? Tatsächlich, meine Frau arbeitet an der österreichischen Botschaft und ich muss mit. Du hast die Wertanlage hast du dabei, ein T5, ja. Wir waren früher also in Asien lange und wir haben gesagt, sobald wir wieder in Europa sind, kaufen wir uns einen Bus und dann fahren wir, nachdem Luxemburg ja im Zentrum von Europa ist, haben wir gesagt, reisen wir dann ein bisschen rum. Krass, 2 Stück schon aus Österreich in Luxemburg. Ja. Und du sprichst ein bisschen Luxemburgisch? Chechomes, kann ich sagen. Okay, das Ja. war's. Ja, nicht Und du schwätzt Letzburg? Gut. So, ich spreche überhaupt kein Luxemburgisch. Ah, du schwätzt gut kein Letzburg. Du Sommerleppes. So, Moin. So, Moin verstehe ich schon, das heißt Hallo. Heißt Hallo. Ist der goldig. Wie ist der Vorname von ihm? Lorenzo. Lorenzo. Boah, bist du schon groß, Lorenzo. Alter von ihm? 7. 7. Ja. Er hat blonde Haare, er geht nicht so oft zum Friseur, ne? So wie er will. Also sagen wir mal so, auf den Philippinen hat er schon längere Haare gehabt. Also. Da war ich jetzt auch vor kurzem auf den Philippinen. Das ist super da, oder? Ja, da ist. Also für Kinder zum Aufwachsen ist es sehr schön. Und sonst ist natürlich die Manila, es ist die Innenstadt mit 20 Millionen, ist halt natürlich ein Moloch, aber es gibt natürlich auch die schönsten Strände der Welt dort. Ja, mein Sohn war ja auch da, der kam ja mit, der hatte blonde Haare, blaue Augen, der ist ein Star da. Man wird ja gern bedatscht, ja klar. ist der Hammer, da? Ja, ja. Wenn du da unterwegs bist mit so einem blonden Jungen. Ja, es ist eine Sensation. Und er ist 5 Jahre, hat 5 Jahre dort gelebt und es ist für Kinder, es ist ein Wahnsinn. Die lieben Kinder, er hat nie einen grantigen Menschen gesehen, sondern immer nur gibt's nicht. lächelnde Filipinos, ja, Ja, die wir ersten waren- 5 Jahre. Wir waren am Strand, waren wir unten und da waren noch so praktisch Einheimische. Mein Sohn hat mit denen gespielt. Der konnte die Sprache zwar nicht, aber Na, das macht einfach Spaß. Ja. Es ist auch, wenn jetzt dann irgendwas überflutet ist dort oder sonst irgendwas, sobald der Fotoapparat heraus ist, dann grinsen sie in die Kamera, egal wie schlecht es ihnen geht. Ja, also. was ich auch stark finde, ist, die sind ja nie draußen, die Filipinos, weil die sind immer in der Mall. Die wollen ja, Ja, nicht weil- braun werden. Weil es schön kühl ist und die Aircondition nichts kostet in der Mall. So, ich zeige mal gerade da vorne, das ist eine Melone, wie man unschwer sieht. Da vorne liegt noch mehr Melone. Das heißt, ihr lebt jetzt hier am Campingplatz oder wie? Nein, wir leben in Mama und wir haben die Wohnung in Mama und ab und zu. Ich darf das mal zeigen. Da vorne steht das Wichtigste von allem, nämlich eine große Flasche Prosecco. Ja, wollte ich mir gerade aufmachen. Echt? Na, das ist die Belohnung nach dem Aufbauen. Ist ja schon Freitag, oder? Außerdem, ja. Ist cool. Ich liebe den T5, weil das hier ist ja noch ein Original. Ich wollte mir eigentlich so einen T2 oder einen T3 kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, wir möchten mit der Familie auch ankommen und dann ist es ein T5 geworden. Das ist, glaube ich, die bessere Investition gewesen. Der hat auch eine Klimaanlage drin. Klima, Standheizung, Allrad, alles was man braucht. Ja, ich habe einen T3, der hat gar nichts. Der hat, Aber Charme.
Ja, Ja. Charme hat er. Ein Turbodiesel hat er drin. Ja. Der ist schön. Mich hat es am meisten abgeschreckt, dass sie halt alle die älteren Modelle, so T2, T3, die sind alle untermotorisiert und die haben halt nur meistens 50, 70. Wenn man 90 PS bekommt, dann ist es eh schon 90 PS Turbodiesel habe ich. ja, Weltklasse. Das ist das, was man sich erträumt. So, ich zeige dir mal gerade, da vorne ist ein Tor. Sind hier viele Kids am Platz, oder? Normalerweise schon. Jetzt ist, glaube ich, gerade die Urlaubszeit ein bisschen mau, aber sonst eigentlich so Sommerferien und wir waren vor einer Woche schon einmal hier oder vor 2 Wochen, wie lange? Ja. Vor 2 Wochen waren wir hier, wo Pfingstferien waren, da war relativ viel los. Also, So, und ihr kommt echt aus demselben Ort, weil das ist ja doch groß, Österreich. ja. Ja. Wir haben in China, mein Hausarzt war auch aus demselben Ort. Also Ah, ja. man trifft immer irgendwo auf der ganzen Welt, trifft man irgendjemanden von zu Hause. Verstehe. Ja. So, Ist egal, das ist so wo bei man den ist. Österreichern. So, ich zeig's mal gerade. Der hat schon einiges mitgemacht, oder? Hier der Bus, oder? Na, eigentlich noch nicht so viel. Wir haben ihn jetzt, seitdem wir in Luxemburg sind, 2 Jahre. Aber wir natürlich, die erste Reise war über 7000 Kilometer über Spanien, Côte d'Azur, dann Italien, nach Österreich und wieder zurück nach Luxemburg. Also 7000. knapp ja, bei der ersten Runde. Ah, da war er noch klein, da war noch nicht in der Schule, da ging das. Ja. Nein, wohl in den Sommerferien. Einfach 3 Wochen, 4 Wochen und dann wieder zurück hier. Hat Tour gemacht. Ich zeig Ja, das mal. Ja. Ja, Leid. Ist das gut hier, das Polster? Wir haben das eigentlich, ist das die Matratze von den Gästebetten aus den Philippinen. Wir haben so eine philippinische Matratzenfirma. Es hat einfach gepasst. Passt von der Länge genau und Passt genau rein. ja, muss man nicht irgendwie was Teures kaufen. So, er hat mir gerade erzählt, er will in 30 Ländern mit dem Fahrrad fahren. Hat er dir das auch schon erzählt? Ja, verrückt. Aber gut, also ich traue ihm das zu. Also so wie ich ihn kennengelernt habe, also wir kennen uns jetzt seit 1,5 Jahren. Ich habe ihn schätzen auch gelernt und wenn er etwas sagt, dann macht er das. Und ja, da geht, ich sehe da überhaupt kein Problem dahin. Ja. Na, ich sehe halt so, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ich sag mal, ist ja noch nicht überschritten bei ihm. Das heißt, er kann noch ein bisschen. Ja, bei den Österreichern sagen wir, die reifen mir. Das ist wie guter Wein. Ja, ist doch so. Ja. Was sind das, die Reifen? Ja, man muss reifen. Einen guten alten Wein, dann lässt man ja reifen. Man reifen, ja. Das sind nicht alte Reifen, sondern einen alten Wein, den man reifen lässt. Okay. Ja. So, sehr schön. Gibt es eigentlich viele Österreicher hier in Luxemburg? Oder? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Also, aber ich habe schon ein paar kennengelernt, oder? Aber so, ich kann es aber. Ich fand halt Luxemburg extrem überfremdet, weil an jeder Ecke wohnt einer aus einem anderen Land, der spricht eine andere Sprache. Naja, man weiß, dass 500.000 Pendler jeden Tag reinkommen und sonst irgendwas. Es ist halt natürlich kleines Land und ja, aber trotzdem viel los. So, zeig mal, was ist das denn? Das ist ein Ball, der sich in Frisbee verwandelt. Ein Ball in Frisbee, zeig mal. Das heißt, du legst den hin und dann? Das ist ja cool. Ja, das gab es in meiner Jugend noch nicht. Ich hatte nur so Schaumstoffbälle, die man schmeißen konnte. Was haben Sie gern? Wir haben ja nicht viel gebraucht in unserer Jugend. Ja. Die Jugend heutzutage braucht anscheinend mehr als wir PlayStation. früher. Ja, ab und zu, aber er ist eigentlich relativ gern draußen. Also wenn er jetzt nicht irgendwie gefangen ist in seinem Kinderzimmer oder sonst irgendwas, braucht er eigentlich keine Beschäftigung. Also er läuft da den ganzen Tag frei rum und geht ihm gut. Natur. Das ist das Schöne hier in Luxemburg, die Natur. Also wenn man sich anschaut, das Müllertal und die ganzen Trails und alles sehr gut ausgebaut. Ja. Also, Zeig mal gerade deinen Hut, der hat schon ein bisschen was erlebt. ja, auch. Ja. So wie alles andere an mir. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Zeig's mal gerade. Ungefähr das Baujahr, was hast du? 79, genau. 79. 79, ja. Der ist doch noch jung. Es kommt drauf an. Wenn man viel macht und viel erlebt, dann hat man auch Abnützungserscheinungen. 68 habe ich. Das ist Ja. das Baujahr. Ja, aber das sieht man da nicht an. Danke. Ja. Bin ich ja jetzt froh. Was soll ich mit meinem Jahrgang 57 sagen? 57, ja, wir gehen nochmal hoch, wir haben viele Fragen. Ja, cooler Ja. Typ, muss man sagen. Oder wir gehen einfach mal da ein kleines bisschen runter, wir kommen gleich nochmal. Ja? Dein Vorname noch, du bist ja? Ingo. Ingo? Terbu. Ingo Kerbu. Nein, Ingo Terbu. 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 Krass. Ja, das sind die österreichischen Namen. Das ist Ingo Terbu. Ist der schön, der Platz? Ja, ich finde den toll irgendwie. Es ist so gemütlich irgendwie. Gemütlich ist er. So ruhig, da vorne fängt schon das Leben an. Da vorne ist mit die Schule, Kronebirsch. Und hier ist ein Schwimmbad, also das ist ein bisschen laut. Ja, früher aber Kindergeschrei macht mir nichts aus, weil Kindergeschrei ist was Schönes. Okay? Ich bin froh, dass man Sag mal, wenn du jetzt dein Training gibst, in welcher Sprache machst du das denn? Auf Französisch? Nein, auf Deutsch und Englisch. Das heißt, hier in Luxemburg wird ja auch, die meisten verstehen Deutsch, die Kids? Ja, ich meine, hier im März versteht fast jeder Deutsch. So, Allee 3, das ist deine Postadresse im Moment. Alle drei. Ich zeig's mal gerade, wo wir da sind.
Da ist es. Ja, eine spannende Story. Das heißt, du weißt ja nicht, was dir da praktisch passieren wird, weil das Wetter ist ja doch beim Radfahren, klar, du sagst, du hast Kleidung, aber wenn du im Nordkap bist, Ja, da musst ist da Sommer dann, wenn du fährst? Genau, ja, ich muss aber dann rauf, bevor die ganzen Gelsen kommen, gell, die ganzen Stechmücken kommen. Da muss ich vorher oben sein. Ist das ein Thema, Stechen? Ja, natürlich. Achso, die fressen nicht auf, ne? Die fressen nicht auf. Ja. Also wenn du, speziell wenn du am Hang hochfährst, wenn du unter 10 km/h fährst, so fressen sie dich. Die kriegen die während der Fahrt. Ja, die während der Fahrt. Du kannst doch totschlagen, du hast doch Judo. Ja, aber genau, das ist super. Nochmal, Aber ich die muss auch fahren lenken. während der Fahrt. Ja, ich habe das schon miterlebt. Also wenn du für so 15 km/h fährst, dann bist du los. Gell? Aber wenn du langsamer bist, dann fressen sie dich. Das heißt, am Berg wirst du Am dann... Berg bist du beim Schlagen. Krass. Ja. Komm, wir gehen mal hoch. Ja, das heißt, dein Tag steht auf, 6 Uhr aufstehen und dann? Ja, 6 Uhr, dann fahre ich mit dem Fahrrad am Frühstücken, dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Luxemburg, dann mache ich mein Training, dann fahre ich wieder zurück, dann koche ich mir was und Nachmittag bin ich Was dann, zum Beispiel was? Ich koche alles. Ich habe einen Thermomix und dann koche Du hast einen Thermomix? Ja, natürlich. Original. Original, ja. Welchen hast du, einen ganz neuen? In D6, ja. Er hat einen D6, glaube ich. Er hat einen Thermomix. Warte, ich zeig das mal gerade. Ich komme, hat er gesagt. Ja, ich habe nicht nur eine Flasche mit. Kommt noch vorbei Ja, später. ich habe eine Flasche Champagner auch noch im Auto. Sehr gut. Bis gleich. Der ist ja cool. Ja. Ist das Zufall jetzt gewesen, dass ihr euch getroffen habt hier in Luxemburg? Über Facebook haben wir uns kennengelernt. Weil wir haben einen gemeinsamen Freund in Österreich und wir sind beide auf der Facebook-Seite gewesen und er hat gesehen, dass ich in Luxemburg bin, hat er mich angeschrieben und sein Sohn will Judo gehen. Okay, super. So. Ist das schwer, Judo für Kinder? Nein, es ist eine Lebensschule. Das ist die ganze Fallschule, das Fallen, das richtige Fallen lernen und so weiter, ist für Kinder enorm wichtig. Und ich bin jetzt inzwischen nicht mehr Judo-Trainer, sondern eher Judo-Lehrer, weil ich möchte den Kindern mehr als nur den Sport vermitteln. Ich darf das mal zeigen, deinen Terminplan? Ja. Du bist ja durchgetaktet quasi. Und das hat bald ein Ende, oder wie? Du bist jetzt in Pension? Genau, das ist mein letzter Arbeitstag. Und kriegst du eine Rente, oder wie? Natürlich, Von wem? in Österreich. Österreich. Ich habe in Österreich auch gearbeitet. Ich war bei der Polizei 20 Jahre und Du warst Polizist? ja, war ich auch, ja. Oh, ich krieg Angst. Ich nicht sagen. krieg keine Angst. Der ist innen, der sieht ja echt noch voll modern aus. Ne? Ja, habe ich noch beklebt. Das Weiße habe ich selbst gemacht. Auch mit DC-Fix-Folie beklebt. DC-Fix gibt's die ja, noch? Ja, gibt es sie noch, ja. Jetzt hier ist auch DC-Fix? Das ist eine normale Tapete, Du Fuchs. die heimeliger wird. So, da vorne ist der Eingang. Ich guck mal gerade, hat das jemand schon mal versucht aufzubrechen? Letztes Jahr im Dezember wollte einer einbrechen, hat mal alles kaputt gemacht. Und er kam rein? Nein, nicht reingekommen, aber kaputt gemacht hat alles. Jetzt mal ernsthaft, wie schaffen wir es denn hier nicht reinzukommen? Ja, weil hier hätte kein schlechtes Schloss. Schau, siehst du? Hat er alles probiert. Der stand wo, als er es probiert hat? Eben ja schon bei der Halle. Wir hatten gerade Christmarkt und ich habe dort gearbeitet und dann komme ich zurück, dann war alles kaputt. So ein Sack. Ja. Alles kaputt gemacht. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass er denn ein MacBook findet Ja, oder genau, irgend so ein Schrott. ja. So, ich guck mal gerade rein. Das da vorne ist deine Bürste. Was hat die für eine Funktion? Zum Reinigen. Du musst dich mal wieder reinigen. Machst du sauber. Ja, zum sauber. So, und das sind deine Schlappen. Du gehst auch viel barfuß? Oder? Ja, ich gehe jetzt Training barfuß. Judo ist immer barfuß. So, und du schläfst hier oben oder wo? Nein, ich schlafe unten. Oben ist mir zu eng. Oben ist ja um. Das heißt, du baust ich baue um? jeden Tag um, ja. Krass. Das ist in 2 Minuten umbauen. Also ich brauche diese Luft. Oben ist mir einfach zu eng. Das ist so. Ich darf mal rein? Ja, natürlich. Schuhe aus? Nein. Kann ich? Okay. Ich habe eine Bürste. Der hat ja eine Bürste. Da vorne ist der Thermomix. Ja. Ich habe gedacht, das wären nur so irgendwie Frauen, die das machen. Nein, das ist super praktisch im Wohnmobil, wenn man Strom hat. Gell? Zeig mal, wie das funktioniert. Das heißt, da ist ein riesen Display und dann? Genau, das ist ein riesen Display. Da was ich schon rein. Ich war noch nie auf so einer Party. Nee, du hast ja nicht, das musst du mal gehen. Die kochen hier irgendwie alles, oder? Ja, alles. Also ich habe so ich backe auch. Ich habe so einen Backofen herinnen. Im Thermomix backst du? Nein, hier. Das ist da habe ich meine, wenn ich schlafe, lege ich habe ich so einen Topper, der liegt drüber und hier hinten, da hinten habe ich einen Backofen. Ey, du bist super organisiert. Da sind die Radschuhe, die Clickies. Da kommt der Backofen vor. Da ist der Backofen. Strom? Strom, ja.
Das heißt, du kannst den ganzen Platz hier Ja, ich Brötchen. Brötchen nicht. Biskuitroulade, einen Reinling gebacken, also Ein was? Ein? Reinling. Was ist das? Das ist eine Spezialität aus unserer Heimat. Da wird aus der Gugelhupf, mit der Gugelhupfform, da wird also ein Germteig gemacht und der wird bestreut und wird zusammengedreht und dann hier gebacken. Du machst ja viel Sport, ich zeig's mal gerade. Hast du einen leichten Bauchensatz oder sind das da Unmuskeln? Das ist ein Sixpack in Speckmantel. Geil. Das hat aber nichts mit Stärke zu tun. Das heißt also, das sind meine Reserven, die brauche ich, wenn ich unterwegs bin. Da brauche ich ein paar Reserven brauche ich immer. Aber ich bin dann, wenn ich unterwegs bin, wieder in so einen Flow, dann geht das binnen von 3 Wochen das Gewicht wieder runter. Essen ist ja schwierig heutzutage, wenn man unterwegs ist. Es gibt ja nur Schrott. Ja, genau, du hast recht. Aber ich koche auch unterwegs selbst. Koche alles mit und versuche mich so halb gesund zu ernähren. Sicherheitshinweise, Ja, 1 von 10. Die Verwendung von Anbauteilen, Komponenten kann ihr Leben gefährden. Ja, genau, ja, das ist am Anfang, wenn man... Achso, die muss alle durchgehen. Nein, normal nicht. Wenn ich einen Stecker rausziehe, nicht ausschalte. Gell? Software-Update. Ja, alles muss ich später machen. Später. So. Internet hast du hier? Ja, Am Platz. am Platz. Ja, und sein eigenes natürlich auch, gell? Wenn das aber nicht funktioniert. Wie funktioniert das? Du schmeißt egal was rein und er erkennt, was drin ist und kocht dann was. Das wäre perfekt. Das wäre noch perfekt. Das müssen Sie jetzt schon finden. Aber du hast hier zum Beispiel Rezepte, zum Beispiel. Schauen wir mal, zuletzt gekocht. Was habe ich zuletzt gekocht? Da habe ich gemacht einen Apfelstrudel. Ja, dann gehe ich hier rüber, neu starten und dann sagt Apfelstrudel. Gell? Und dann sagt er mir genau, habe jetzt manchmal vielleicht keinen Internetzugang. Das kann natürlich sein. Nein, da unten, der muss so fallen nach unten, hat er gemacht. Moment einmal. Mach nochmal. Zuletzt Gekocht, Apfelstrudel. Apfelstrudel ist Fortsetzen. Fortsetzen. Und Siehst jetzt. du, fallen nach unten. So, und da kommt hin. Da steht drin, Schwierigkeit aufwendig. Okay, ich weiß. So, registrieren musst du dich, aktive Zeit 40 Minuten, Gesamtzeit 1 Stunde 20. Kommt der denn anschließend raus oder wird der da drin gemacht? Er sagt dann genau zu mir, ich muss Zucker rein, ich muss Mehl rein, wie viel, und er wiegt ja alles selbst automatisch. Gell? Eine Waage drin. Alles dabei. Gell? Sagt er, okay, 20 Gramm das rein, zack, 2 Eier, und dann musst du einschalten. Dann sagt er, auf Stufe, zum Beispiel hier auf Stufe, dann kannst du die Stufen einstellen, wie er sagt er genau voraus, und dann läuft drinnen das Messer und das wird alles gemixt oder fertig und gekocht auch, wird ja heiß auch. Gell? Krass. Da kannst du Suppen machen, alles. Gell? So, mach mal aus. Ist das Ding wirklich so gut? Weil das ist ja ziemlich teuer. Teuer, da kostet 1300 € das Ding. Gell? Es hat aber sogar gebraucht. Du kannst es irgendwie 3 Jahre benutzen, dann machst du in eBay Kleinanzeigen, kriegst du nochmal 13 €. Oder? Ja, und das ist super. Also ich finde das super. Gerade im Wohnmobil. Ja, ich musste vieles Geschirr konnte ich rausschmeißen. Brauche ich nicht mehr. Ist das so eine Tante gewesen, die dir den aufgedrückt hat? Nein, habe das selbst gekauft. Ich habe einfach selbst gedacht, das wäre super für mich und fertig. Ist hier dein Bad, wenn du unterwegs bist? Ja. Ist aber jetzt nicht in Betrieb, oder? Brauche ich Doch, nicht. brauchst du nie. Weil du bist ja hier im Campingplatz. Ja, genau. So, das heißt, du hast eine Wohnstube hast hier mit drin, hier vorne kannst du aufhängen. Ja, genau. Du bist immer am Campingplatz, wenn du stehst? Meistens? Nein, ja. Also im Winter bin ich nicht am Campingplatz, weil im Winter ist kein Campingplatz offen in Luxemburg. Also und dann? Was machst du dann? Suche ich mir ein Plätzchen. Beispiel wo? Da habe ich schon meine Plätzchen gehabt. Und da bin ich einmal hier gestanden, nie immer am gleichen Platz, sondern immer gewechselt, und das war nie ein Thema. Das war nie ein Thema. Nein, nie. Gut, ist ja Luxemburger Nummer dran, das heißt, du machst dann alles zu oder stehst du da im Wohngebieten oder ein kleiner? Ja, genau, Wohngebiet ist am besten. Da fällst du überhaupt nicht auf. Und Strom, wie geht das? Strom, also ich bin ja immer einmal die Woche nach Fußekau gefahren. Oben ist ein Platz, da habe ich da Strom angesteckt und wieder alles gebunkert und dann wieder weg. Echt? Ja, eine Nacht umgeblieben und alles gebunkert, und dann war alles wieder okay. So, das sieht aus wie Japanisch, ja. Was steht da? Das sind Franz und Anna. Ach, du kannst Japanisch lesen. Ja, siehst du? Ja.
krass. Super, das ist mein Enkel da oben. Der da? Ja, der Erik. Ist er noch so klein jetzt? Jetzt ist er 2 Jahre älter inzwischen. Ja. Das geht so schnell, oder? Ja, und der große Enkel ist schon 17. Schon 17. Ja. So, du hast ein iPad. Ja. Das hätte dir denn der Dieb geklaut wahrscheinlich, Genau, wenn er ja. reingekommen wäre. Genau, das Hat iPad. alles kaputt gemacht. Aber am schärfsten finde ich ja wohl hier diese Spül-Kocheinrichtung. Ja. Das war ja damals so in den 90ern. Ja, aber Nee, was war es? 98? ich habe 99 habe ich ergänzt. Trinkwasser. Trinkwasser wie? Da habe ich unten eine Pumpe, also nur fürs Trinkwasser habe ich einen separaten Tank, damit und hier ist das zum Waschen und hier ist für das Trinkwasser. Also, Dann brauche ich damit keine Flaschen verwenden. gegen Durchfall. Na, gegen Durchfall, ja. So, da vorne kannst du zumachen. Das war ja früher so die Abdeckung. Das war eigentlich genial, gell? Das war ja genial. Zack. Das ist natürlich eine Kaffeemaschine. Und dann war das alles abgedeckt und super. Das ist genial. Ja. Und da vorne sind deine Gewürze. Gewürze brauche ich immer beim Kochen. Ja. Essen gehen ist kein Thema für dich. Ich gehe nie. Ich gehe echt nie. Außer ich muss. So, da vorne ist Luxemburg. Da, so sieht das aus, wenn Ja, du wenn ich trainierst. trainiere, sind 2 Schüler, haben mir das geschenkt einmal. So, du hast jetzt einen blauen Mantel. Ist das nicht, ich glaube, ganz am Anfang kriegt man einen blauen Gürtel, oder? Nein, ganz am Anfang den weißen Gürtel. Der blaue Anzug. Es gibt weiße Anzüge und blaue Anzüge. Gell? Das ist mein Arbeitsgewand sozusagen. Mein blaues ist. Und die Kinder haben erst weißen Gürtel, dann einen gelben, dann einen orange, dann einen grünen, dann einen blauen, dann einen braunen. Und dann kommen die schwarzen Gürtel. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt rot, weiß, rot. 6, 7, 8 ist rot, weiß, rot. Und 9, 10 ist dann rot. Und das Training, ist das Übung? Das heißt, du lernst, wie man fällt? Und Ja, im Judo gewinnt man, indem man jemanden auf den Rücken wirft oder am Boden festhält. Man muss also die Wurftechnik lernen, damit man auch Judo machen kann. Wenn Judo nichts wehtut, muss man natürlich auch Fallen lernen. Das ist auch wichtig, nicht das Fallen. Die Fallschule ist enorm wichtig und das wird da bis zur Vergasung geübt. Fallen lernen. Fallen. Also ich bin schon so oft gefallen mit dem Fahrrad, noch nie was gebrochen, noch nie was passiert. Das geht dann alles automatisch richtig. Ein Kartoffelsalat hast du mal gebrochen. Was habe ich gebrochen? Ein Kartoffelsalat. Den habe ich gebrochen, ja. War ein Scherz. Hast du verstanden? Ja, natürlich, ja. Ja, genau. Warte, ich zeig mal gerade dein Cockpit. Ist der Motor, hat dich noch nie im Stich gelassen? Nein, Echt nicht? über 270.000 Kilometer, glaube ich, drauf. Ich sag nur Ducato. Gar nicht so schlecht, ja. oder? Ja, super. Ist sehr leise, oder, wenn du fährst? Ja, ja. Das ist, ich habe früher mal gehabt einen Hummer mit 61 PS. Und der mit einem Ford-Motor. Aber der war laut. Das ist ein Flüstermotor dazu. So, und das ist die gute Stube. Sind hier schon Partys gelaufen? Freunde, die kamen und Sekt mal getrunken? Ja, haben wir auch schon Geburtstag gefeiert. Dann sind wir so 7. zu 8. drinnen gesessen. Nach dem Training. So haben wir auch schon Spaß gehabt. Und was ist oben drin? Ja, das sind da habe ich zum Beispiel mein Brot. Wasser. Wasser. Ich esse nur Knäckebrot. Knäckebrot. Und Da hier? habe ich Bücher drin, ein paar, glaube ich. Ja. Budo-Spiele. Udo-Spiele von meinem Freund, der es geschrieben hat. Und da habe ich, so Küchenrolle und das Zeug. Und du hast das wo gelernt, das Judo? Ja, in Österreich. Ich habe das mit Bei einem Lerner, beim Lehrer. Der ist heute noch ein sehr guter Freund von mir. Der ist inzwischen 72 Jahre und wir waren damals beide noch jung. Gell? So, wie alt warst du, was sagen? Ja, ich habe mit 17 Jahren erst angefangen, ich war relativ spät. Und der Ferdinand, mein Freund und erster Trainer, wir treffen uns noch regelmäßig und tauschen uns aus. Okay. Eine schöne Zeit. Du, ich will- Freundschaften bleiben ewig. Ich will auch dein Freund sein, weil wenn wir abends mal einen trinken gehen und einer macht mich an, Ja. das heißt, ist es ja so, außerhalb des Rings ist ja kein Kampf, oder? Genau. Also, Nur im Notfall. genau, ich will das so sagen, wir machen unseren Sport ja nicht wegen Kämpfen. Wir gehen ja immer zusammen, wir kämpfen und gehen als Freunde wieder auseinander. Ja, das ist das Schöne eigentlich im Sport. Und ich war auch Sonderausbildner bei der Polizei. Ich habe ja Sondereinheiten ausgebildet und ich könnte auch mehr als nur Judo. Ja, also ich habe da kein Problem, wenn mich jemand angreift. Ich habe einmal so eine Situation gehabt, dann wurde ich von 4 Leuten angegriffen. Alle tot. Ja, tot waren sie nicht, aber ich habe sie alle erledigt. Ich kenne das nur aus irgendwelchen Ja, ja. Hollywood-Filmen. Ja, Aber ja. ich sag mal so, wenn man das weiß, es sind ja viele dabei. Es gibt ja auch so Kampfsportarten, zum Beispiel aus Israel, die Krav ein bisschen, Maga, ja. genau. Das Ja. ist auch gar nicht so schlecht, wenn man angegriffen wird. Ja. Ja, super, ja. Und dann rennen.
Dann, also für mich immer, so, wenn ich die Möglichkeit habe, da zu rennen, Abhauen. hau ich ab. Also wenn ich nicht muss, werde ich nicht kämpfen. Weil du weißt ja nie, der hat vielleicht ein Messer oder... Genau, ja. Also da bin ich sicher kein Feigling, sondern lieber gehe ich davon, als bevor ich rauf muss. Oder damals konnte ich nicht. Ich war blockiert hinten. Das war wann, war das? Das war schon, da war ich noch jung. Und da haben wir bei einem Würstelstand sind sie gestanden. In Österreich? In Österreich, ja. Und Warum? Wie kam das? keine Ahnung. Auf einmal wirft einer ein Würstchen zu mir, also bist deppert, habe ich gesagt. Gell? Und in diesem Moment haben sich dann 4 Leute so aufgestellt vor mir und wollten mit mir kämpfen. Die wollten irgendwie ein Opfer suchen. Sie hatten gerade Lust. Ja, genau. Und da haben sie den Falschen erwischt. War doof, oder? Sehr doof, ja. Hat das anschließend Konsequenzen, wenn du dann von 4 Leuten, die alle gesagt haben, du hättest angefangen? Nein, also damals war ich so noch bei der Polizei, da ist die Polizei gekommen und einer ist davon gelaufen, dann hat der Polizeihund hat dann den noch gefangen, da haben wir alle zusammengetrieben und dann wurden alle angezeigt und es war eine Gerichtsverhandlung. So. Aber ich habe da nichts verlangt. Also der Richter hat mich gefragt, ob ich einen Schmerzen, weil ich habe ein blaues Auge auch gehabt. Weil einer hat mir irgendwas zu viert einmal irgendwann habe ich ein blaues Auge auch gehabt. Aber 4 gegen 1 und blaues Auge ist okay. Ja, den musst rechnen. Komm, wir gehen mal raus, Ja. Weil dann, also das ist so ein bisschen dein Reich. Kühlschrank, darf ich einmal reingucken, ganz kurz? Bevor wir, weil du kennst ja meine Videos, ich gucke ja gerne in Kühlschränke rein. Gerade bei Österreich, dann vermute ich jetzt mal, dass hier jetzt irgendwie noch Kernöl, Nein, nichts kein Kernöl, Gin habe ich. Gin hast du, österreichischen Gin. Nein, ich habe einen Freund in Luxemburg, der macht Gin. Der gibt mir immer ein... Zeig mal bitte. Das ist ein kleines bisschen Werbung machen für den. Ja, der ist... Ist das schon alt, der Gin? Nein, der habe ich vor... Ach, der sieht so aus, das Etikett. Ist nur ein Muster noch. Das ist noch nicht in Serie. Krass. Ist der gut, der Gin? Ja, sehr gut. Kannst du den haben? Ja, gleich. Machen wir gleich. Ich habe ja beide Hände voll. Ich gebe dir einen mit. Das Der ist lieb. echt gut. So. Für einen Gin brauche ich ungefähr 3 Wochen. Ja, ich trinke ja auch nicht so viel Alkohol. Ich auch ganz wenig. Ich vertrage das nicht mal so. Guck mal hier, da ist dein Name? Lorenzo. Der Lorenzo, so war der Name. Oh, ist der gut, der Lorenzo in Judo? Das ist eine Maschine. Eine kleine Maschine. Also unheimlich gut, ja. Ja, hat er unten, was hat er in der Hand? Einen Chaco, ja. Und einen Wakashi. Ja. Hat er gelernt heute von mir. Ich krieg Angst. Warte, nochmal. Sag mal. Mach nochmal. Ist da? Ja. Also, mit dir würde ich keinen Streit anfangen. Ich habe jetzt schon Angst. Aber es hat ja was damit zu tun, ich glaube, es ist auch ein bisschen der Respekt vor den anderen, oder? Dass man also lernt, dass so ein Leben und der Mensch, dass man nicht einfach austickt, sondern... Nein, das ist ganz ein wichtiger Punkt im Judo. Und das ist auch meine Aufgabe unterwegs, die Judo-Werte weiterzubringen. Das ist auch, dafür bin ich auch unterwegs. Gell? Und die Judo-Werte sind eben dieser Respekt, die Höflichkeit, die Freundlichkeit, der Mut, auch einmal was zu sagen. Gell? Hilfsbereitschaft zum Beispiel. Oder auch diese Selbstdisziplin, die ich dann auch selbst zeige, weil 12.500 Kilometer brauchst du Selbstdisziplin. Stimmt, ja, da war doch was. Sonst geht nichts. Gell? Ich habe das gerade da vorne, da sind entsprechende Aufkleber, die hast du plotten lassen. Ja, die sind genau. drauf. Die habe ich plotten lassen und dann habe ich sie aufgeklebt. Ja. Das ist ein Zeichen für Judo. So, und das hier, das ist dein Griff, damit du umgreifen kannst, wenn du jetzt... Ja, das ist für die Tasche vorne. Ein Taschenhalter. Damit ich oben das Licht habe. Weil sonst das Licht, die Tasche ist so hoch, dann kommt ein Licht nie drüber. Da habe ich sowas gebaut. So, selbst gebaut, den Rahmen, der kommt woher, der Rahmen? Aus Deutschland, aus Mannheim. Die bauen den, der ist sehr stabil. Der kommt eigentlich wahrscheinlich irgendwo aus Asien auch, aber er wird hier finalisiert. Pur Brothers steht drauf. Pur Prost. So, und du hast dann selber die Züge eingezogen, alles? Genau, alles gemacht, ja. Kofler, Team Kofler. So, es geht los, das heißt, du fährst erst nach Österreich dann. Ja, ich fahre jetzt nach Österreich. Wenn ich jetzt aus ist, dann mache ich erst noch 2 Wochen Urlaub in Luxemburg. Wo? Ja, überall. Meine Frau kommt drauf und meine Freunde von mir und dann schauen wir uns noch 2 Wochen Luxemburg an. Gemeinsam und dann fahre ich runter, dann bereite ich alles vor und am 28. Juli geht es dann los Richtung, da muss ich rauf nach Erfurt. Sag mal, wenn du so lange getrennt bist von deiner Frau, jetzt 18 Monate, oder wie lange war das? 18, oder? Ne, alle 6 Wochen sehen wir uns. Alle 6 Wochen seht ihr euch, auch wenn du jetzt im Nordkap bist? Ja. Dann werden wir es 4 Monate nicht sehen. Hast du dann Heimweh? Nein. Man trifft ja immer Leute. Immer.
Also ich habe nie ein Problem. Ich spreche die Leute, die mal mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich habe schon mehrere Touren gemacht. Gell. Man wird immer angesprochen von den Leuten. Also ich war schon in Lissabon, ich war schon in Sizilien. Was ist da drauf, der Fahrtcomputer? Da ist das Handy oben. Das Handy, das fahre ich halt mit. Das Handy habe ich als Computer mit. So, das Ding ist ja bockhart, muss man sagen. Das heißt, auch so Federung über Reifen gibt es auch nicht. Das heißt, Luft auslassen. dass sie weicher werden, dann ist okay. Gell? Aber er ist gar nicht so hart, das geht gut. Der Stahlrahmen, der ist besser wie ein Carbonrahmen. Der Vorteil ist jetzt hier, dass du sehr schnell bist mit dem Rad. Das heißt, im Vergleich zum Mountainbike, das ich sag mal 27,5 Zoll oder 29 Zoll mit den dicken Reifen, die haben einen riesen Widerstand. Ja, genau. Also die Reifen sind super, ich bin schon gefahren. Jetzt habe ich schon ein paar Touren gemacht, habe ich probiert, geht super zum Fahren, das Fahrrad. Guck mal. Ich bin super schnell unterwegs. Eine XT, was hast du drauf? Nein, das ist ja keine XT, das ist die GRX, das ist die neue für Gravelbikes. Okay. Das ist von Shimano eine spezielle Geschichte. So, das heißt, du hast vorne 2 Ritzel. Ja, und hinten habe ich 11. 22 Gänge. Genau. Und hinten habe ich jetzt Gott getauscht noch, weil ich brauchte eine größere, weil hinten habe ich jetzt eine 32er Scheibe hinten das größte, weil ich brauche einen Reservegang für den Berg. Mit dem Gepäck hast du alles zusammen, das Fahrrad mit Gepäck 40, 45 Kilo. Gell? Und du musst ja auch noch schneller fahren wie 15 km/h, habe ich gelernt. Ja, wegen den Jelsen, wegen den Stechmücken. Ja. Cool. Ja, ich fahre ja, ich schätze mal so, wenn es eben ist, fahre ich so 25 Schnitt, geht so dahin. So abends, du brauchst ein Kohlenhydrat, oder? Genau. So, und das nimmst du alles mit? Oder? Alles mit, ja. Man muss immer wieder einkaufen, aber so wie in Norwegen und so weiter oder in Schweden, in Finnland und so weiter hast du relativ lange Distanzen, da musst du rechtzeitig schauen, dass du was mit hast. Gell? Platten? Kann man. Kannst du flicken? Kannst du flicken, beziehungsweise Reserve, nimmst immer 2 Reserveschläuche habe ich immer mit und am Abend kann ich dann flicken. So, Bremsen, was sind da für Bremsen auf? Scheibenbremsen? Scheibenbremsen, ja, da habe ich auch eine größere Scheibe nach hinten, eine 180er raufgetan. Da musste ich ein bisschen tricksen, da musste ich 2 Scheiben einfügen, damit ich die 180er Distanzstücke. Ja, Distanzstücke. Und jetzt habe ich die 180er hinten oben und vorne habe ich 160er oben. So, dann natürlich ein Schutzblech hast du drauf, Licht hast du drauf, ich glaube, das macht Sinn. Brauchst du, ja. Nachts, ich habe gehört, Italien gibt Riesenstrafen jetzt, wenn du kein Licht mehr hast. Hast du gehört? Nein, habe ich gehört. Kostet irgendwie 1000 Euro. Ja, auch tagsüber. Die sind immer so verrückt, so extrem sind die Italiener. Das haben sie, glaube ich, jetzt eingeführt zur Urlaubssaison. Ja, brauchen sie irgendwas zum Kassieren wahrscheinlich. Also ich gucke nochmal nach, ob es Italien war, aber ich bin mir ziemlich sicher. Komm, wir setzen uns mal hin, weil ich habe so viele Fragen an dich. Ja, ich komme mal ein bisschen näher zu dir. Ich guck mal gerade, wo das Licht gut ist. Ja, das sieht gut aus. Nee, ich setze mich hier ein bisschen näher zu dir. So, die Corona-Zeit ist ja vorbei. Wie war denn Corona für dich? Ja, eigentlich sehr anstrengend. Wir mussten eine neue Sportart erfinden eigentlich in der Zeit. Wir konnten nicht normal trainieren. Wir hatten teilweise, in Luxemburg war es eigentlich sehr gut. Wir konnten eigentlich immer trainieren, außer die ersten 2-3 Monate, und dann hatten wir Online-Training. Ich habe sofort mit Online-Training begonnen. Also am 13. März war QSO, am 15. ist mein erstes Video raus. Und ich habe bis 160, 170 Leute mit mir mittrainiert. Das war super. Haben die weiter bezahlt? Ja, genau. Also die haben mich unterstützt? Genau. Also wir haben die Vereine haben immer von mir die Videos bekommen und die haben trainiert. Super. Also das war eine gute Möglichkeit. Und dann haben wir halt natürlich in den Vereinen trainiert. Einmal war Zweiergruppen, dann war wieder Vierergruppen, dann durften wir wieder einzeln trainieren. Also war immer anders. Gell? Es war schon eine Herausforderung, aber wir haben eigentlich immer durchtrainiert und wir hatten keine Mitglieder verloren eigentlich dadurch. Hast du es selbst auch bekommen, Corona? Ja. Letztes Jahr hatte ich Corona, aber ohne Symptome. Also wenn ich nicht getestet hätte, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich hatte es 3-mal. Ich habe es nicht gemerkt. Also, und jetzt hatte ich vor 2 Monaten hatte ich eine Grippe. Ich war flach. Echt? Durch die Grippe? Grippe habe ich gehabt. Kommt nur eine normale Influenza. Ich bin vom Training ins Auto und bin 2 Tage vor der Halle im Auto flach gelegen. Ohne Essen, ohne was, ich war fertig. Aber wirklich fertig. Und dann hat sich das alles wieder irgendwo und Husten und Atemnot und alles hatte ich. Aber ich war negativ, ich habe jeden Tag getestet. Gell?
Mensch, du bist jetzt 65, Ja. das heißt, du bist demnächst Pensionär. Langt die Rente? Ja. Als Polizist ging, oder? Ja, außerdem, ich bin ein Minimalist. Du brauchst nicht viel Ich Geld. brauche nicht viel. Ne? Und das Judo lässt sich aber nicht los, wenn du unterwegs bist. Das heißt, du hast ja erzählt, du bist ja im Verein als Gasttrainer oder wie? Genau. Ich habe jetzt schon für die Deutschlandtour habe ich schon alle Vereine kontaktiert. Es liegt der Plan fix und fertig, wann ich wo sein muss. Achso, du kannst es nicht lassen. Der Vorteil ist auch, du hast ein Ziel, oder? Immer Ziele. Ich mache immer. Also alt werde ich, wenn ich keine Ziele mehr habe Ja. und wenn ich nicht mehr neugierig bin. Ich bin immer neugierig und ich habe immer Ziele. Und ich hoffe, dass ich auch alles erledigen kann, was ich so noch im Kopf habe. Und du hast viel im Kopf, oder? Ja, absolut. Ja. So, das heißt, nenn mir mal ein paar Länder, wo du jetzt hinfährst. Ich beginne in Österreich, dann geht es Italien, ist Slowenien, dann ist Kroatien, dann ist Bosnien-Herzegowina, dann ist Albanien, also runter, dann Griechenland bei Rauffahren, Serbien, dann die ganzen ex-jugoslawischen Staaten, dann geht es rauf bis nach Ungarn, Tschechien, Slowakei, dann geht es rauf die 3 baltischen Länder, Finnland, Norwegen, dann runter wieder. Lettland auch? Bitte? Lettland auch? Ja, die 3 baltischen, ja. Alle rauf. Ja, meine Zwillingstochter, die lebt da Aha, okay. in Lettland. Und ich möchte auch noch, wenn es irgendwie möglich ist, das Problem ist im Moment die politische Lage. Eigentlich wollte ich ja mit dem Fahrrad von Österreich nach Japan fahren. Über Russland. Über Russland, ja. Und das ist natürlich nicht möglich. Und deshalb habe ich mir jetzt die Alternativroute in Österreich, in Europa ausgesucht. Das ist ungefähr gleich weit, 12.500 Kilometer. Und jetzt fahre ich halt auf und ab. Europa einmal hoch und einmal tief. Ist ja schade, weil die nämlich, glaube ich, auch in Russland super gerne Judo machen. Ja, genau. Ja. Und, sehr viele Freunde auch in Russland, auch, die Judo machen. Aber das ist momentan Ist halt so. ist schlecht, ja. Ja, nicht schlecht. Aber ich muss sagen, nochmal dein Tipp, ist das Thema Ernährung, du rauchst nicht, du trinkst nicht viel? Ich trinke nicht ganz Normal. wenig, also wenn ich zum Essen mal was und mit Freunden, heute vielleicht mit Ingo einen Prosecco, Ja. gell, als Freundschaft, aber ich trinke weniger. Ernährung immer frisch? Immer frisch, ja. Ja. Ich koche immer und frisch. Gemüse Frisch. Gemüse, sehr viel Gemüse, hat ja auch einen Riesentopf Gemüse. Das Coole beim Gemüse, kannst du viel essen, wie du willst. Genau, und hast nie ein Problem. Aber mein großes Problem sind die Süßigkeiten. Ja, ich bin so ein Süßer. Echt? Ja. Manna oder was? Na, ich back mir was. Ein Apfelstrudel, eine Biskuitroulade oder irgendwas und dann. Ja, sind doch noch Nachbarn, du kannst doch sagen. Ich weiß, was das Gemeine ist, wenn du backst, es riecht so gut. Während Ja, du backen. genau, ja. Und dann esse ich halt ein Stück, eins geht noch und das ist mein großes Problem, weil ich immer muss. Früher war es kein Problem. Früher habe ich trainiert, selbst hart trainiert, war das Gewicht nie ein Problem. Aber jetzt, wenn ich Training mache ich für mich selbst ja weniger, nicht? Du bist auch, ich glaube, die Leute in Österreich trinken ja viel Kaffee, du auch? Ja, Was trinkst du gern? immer italienischen Kaffee. italienisch, ne? Ja. Aber jetzt nicht so zelebriert mit so, ich mache mir da einen langen oder so, oder, nee, oder wie das Nein, heißt? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich trinke einen normalen Kaffee mit meiner italienischen Kaffeemaschine. Hat sie gesehen drinnen, gell? Diese italienische. Paletta, wie heißt das ähnlich? Oder ich habe auch eine Kapselmaschine im Auto. Für schnell. Da kann ich einen kurzen Espresso machen. Die mache ich vielleicht in einer Woche 2. Ja. Wenn ich mal Lust habe, einen kurzen Espresso, dann hole ich mir die Maschine raus. Sag mal, was ich noch nicht verstanden habe, deine Frau, ihr seht euch alle 6 Wochen. Ja. Normale Paare liegen ja abends immer im selben Bett, ja. Gucken abends dasselbe auf Netflix Ja. und so weiter. Dein Leben ist ein bisschen anders. Ja, ich bin ein bisschen anders. Ja. Und deine Frau, die ist normal. Die ist ja auch ein Ja, bisschen was anders. ist normal? Das ist die Frage, oder? Ja, genau, was ist normal? Also wir haben eine wunderschöne Zeit, wenn wir zusammen sind. Wir nutzen auch diese Zeit. Gell? ganz Und sie lässt mir auch die Zeit, die ich brauche. Ich bin halt so ein Weltenbummler und also ein Mensch, der das braucht. Gell? Wenn ich zu Hause einsperrst, wäre ich wahrscheinlich total unglücklich. Ja, ich brauche meine Ziele und das passt irgendwie. Ja. Hast du einen Kanal eigentlich? Ja, Was, Instagram oder? ich habe YouTube? Facebook, YouTube, Instagram. Also, den schreiben wir mal drunter, ich werde dich dann finden. Das haben wir letztes Mal auch gemacht, das war ganz, ganz gemein. Ja. Da haben, ich glaube, bei Illo und Mops haben dann 5000 Leute abonniert, Ach weil so. die das cool fanden. Ja. Das heißt, du bist schon unterwegs, du wirst immer zeigen, wo du bist. Genau, ja. Ja. Also Waldschüler Family, das ist meine Organisation. Und da findest du mich auf Facebook, genau, das ist mein Logo.
da findest du alles. Kann man spenden bei dir? Ja, das heißt, man kann Kilometer kaufen, kann man. Kilometer, erzähl mal. Also das haben wir vorher nicht abgesprochen. Weil Genau, ja. Ich habe so auf meiner Facebook-Seite kann man Kilometer kaufen. Okay, ein Kilometer kostet 1 Euro und dann und dann bekommt man auch was dafür. Gell? Also man kommt mache einen Live-Ticker unterwegs ab einem gewissen Bereich. Da mache ich. Wie viel machst du? Hä? Ab wie viel Live-Ticker? Was muss ich machen? 10 Euro? Nein, ab 20 Euro. 20 Euro. Glaube ich, ja. Live-Ticker heißt was? Ja, du bekommst immer wieder, über E-Mail bekommst du immer wieder Neuigkeiten. Ja, ich werde auf Facebook jeden Tag irgendwas posten. Ja? Aber spezielle Sachen gehen über Live-Ticker. Da mache ich noch ein Video über die ganze Fahrt. Und dann können die Vereine auch zu mir sagen, okay, super, komm vorbei und wir machen einen Videovortrag über meine Reise und so weiter. Und wenn du dann mehr Kilometer kaufst, dann komme ich rüber, mache diesen Videovortrag, habe alles mit und das ganze Equipment mit und mache den Videovortrag über die Reise und mache noch ein Training. Cool. Also das heißt, du bist ja durchgetaktet. Du bist dann quasi im Süden, bist du dann im Winter und im Sommer dann im Norden. Ja, ich habe diese Deutschland-Tour ist jetzt so eine Art Warm-up. Ja, weil für die große Tour. Die Reichweite in Deutschland wie viel? 2.500 Kilometer. 2.500. Ja, ich fahre von Berlin rüber über Hessen, Nordrhein-Westfalen, runter bis in Landau und dann runter Richtung. So, du weißt schon, wo du bist. Durch die Termine. Jeden Termin schon fix, schon alles fertig. Schon alles durchgetakt. Wir haben mit den Vereinen ausgemacht, alles perfekt schon. Das sind 25 Vereine, die ich besuche in dieser von September, also in 6 Wochen. Anzahl der Bremsbeläge, was hast du mitgenommen? Ja, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ist das kein Problem. Ja. Aber wenn ich irgendwo in einer Pampas bin, dann brauche ich schon alles mit. Gell? Weil in Deutschland Mäntel nehme ich überhaupt keine mit, das kann ich unterwegs kaufen. Das hält. Also 5.000, 6.000 Kilometer halt der Mantel locker. Ja, das ist kein Problem. Also Bremsscheiben brauchst du mit, eine Kette brauchst du mit, wenn du unterwegs bist, einen Kettenschluss, wenn du reist, stehst du uns dann hier und die Bremsscheibe kannst mitnehmen, brauchst du auch vielleicht, weil man einen Schlag bekommt und alles andere musst du halt irgendwie improvisieren. Das heißt, du sagst, Leben muss nicht teuer sein, wenn man, ich meine, man braucht ja vielleicht auch keine 400 Quadratmeter zu Hause, oder? Und noch 9 Zimmer. Und ja, genau. Also erstens besitzbelastet. Ist so, gell? In irgendeiner Form. Du musst immer schauen, dass alles in Ordnung ist. Du hast dann zu Hause wahrscheinlich 200 Quadratmeter. Du musst dann allein die Reinigung vom ganzen Haus. Ich bin in 10 Minuten fertig. Gell? Und jetzt so viel Zeit verloren für gewisse Dinge. Gell? Zu Hause bei uns muss ich das auch machen. Ich weiß, die Spülmaschine ausräumen. Ja, alles. Weil man hat ja schließlich 500 Messer und 500 Gabeln. Ja, und ich habe immer, und wenn ich jetzt koche, in einer Stunde ist alles fertig, ist gekocht, gegessen und abgewaschen. Alles ist wieder sauber. Weißt du, was krass ist? Wenn ich wegfahre, passt mein ganzes Leben in einen Reisekoffer, den man als Bordgepäck mitnimmt. Genau, ja. Da sind drin 5, 6 T-Shirts, 5, 6 Unterhosen, 5, 6 Strümpfe. Ja. Das lang für eine Woche. Ja, genau. Und ich habe auch immer dieselben T-Shirts an. Also egal. Ist so, genau so ist es. Guck mal hier. Warte, ich zeig dir mal, dass die Leute mal sehen. Ich habe hier immer dieses T-Shirt an. Ja. Hier Saarland-Fernsehen. Ja. Und ich habe jetzt sogar German Television T-Shirts, weil der Vorteil ist, ich brauche nie nachdenken, was ich anziehe. Ich ziehe immer selber an. Ich habe von diesen T-Shirts habe ich glaube ich 10. Ich habe oben im Kasten ein T-Shirt mit Werbung, die ich zum Trainieren habe. Dann habe ich einen Kasten T-Shirt für frei. Also ohne Aufschriften, und einen Kasten habe ich, wo ich oben ein bisschen drin habe, so Trainingsanzüge und so weiter. Waschen, wo machst du das? Ich wasche. Am Platz? Also überhaupt kein Problem. Der ist doch total genial, der Platz hier, oder? Ja, super. Da oben ist eine Waschmaschine, der Trockner ist oben, alles ist auch kein Problem. Kann ich alles machen. Also man muss sich nur organisieren. Und das geht es ja, zu organisieren. Ja? Und wenn ich so wie gestern hat es geregnet den ganzen Tag, ja, dann sitze ich drinnen. Ist dir nicht langweilig, den ganzen Tag im Auto? Ja. Oder inzwischen? Nein, ich habe so viel zu tun. Was hast du gemacht? Ich habe am Computer gearbeitet und die Sachen vorbereitet wieder. Und ich mache auch das ganze Vereinsleben. Ich muss die ganzen Mitglieder anschreiben, die Generalversammlung ausschreiben. Ich habe immer was zu tun. Mir ist da nicht langweilig. Gell? Oder dann, letztes Mal bin ich um
um 10 Uhr vom Training zurückgekommen, habe um 10 Uhr noch was gebacken. Ja, jetzt habe ich Lust, was zu backen. Das ist entspannend auch irgendwie. Was ist denn für dich wichtig im Leben, was du anderen gibst? Also viele sagen ja, zum Beispiel jetzt die Filme, die ich mache, die Frage ist, wird sich die jemand nochmal angucken in 100 Jahren? Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber vielleicht doch. Aber die Leute haben viel Freude. Aber was ist dein Inhalt? Ja, mein Inhalt ist, also nachdem ich sehr viel mit Jugend arbeite, für mich ist es einfach wichtig, der Jugend zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt. Nicht nur der Mainstream, den wir haben. Wir müssen arbeiten, zack, zack, und laufen und springen, und, damit wir erfolgreich sind. Sondern es gibt auch andere Möglichkeiten zum Leben. Man muss nicht alles, was ich mir kaufe, für das muss ich arbeiten. Für alles, was ich kaufe, muss ich Zeit investieren. Und diese Zeit bleibt aber nicht mir. Und ich versuche, meine Zeit so gut als möglich zu nutzen, dass diese Zeit für mich wertvoll ist. Ich mache wertvolle Zeit für mich. Du weißt, dass du bald sterben wirst. In den nächsten 30, 40 Jahren. Genau, ja, das weiß ich. Das ist Feierabend. Ja, genau. Und dann Gott, du glaubst an Gott? Wiedergeburt? Nein, an Wiedergeburt glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Natur ist einfach, wir sind ein Teil der Natur, genauso wie die Blumen. Du hast ja sterben. Opa, du hast dich ja schon fortgepflanzt? Oder? Ja. Das heißt, dein Genpool ist schon unter den... Genau, also ich lebe ja weiter. Ich lebe ja weiter in meinen Kindern und meinen Enkelkindern. Ja. Auch wenn ich sterbe, ich weiß, ich bin 65, in 20 Jahren bin ich 85, mein Vater ist mit 83 gestorben. Also ich weiß auch jetzt, dass ich viele Sachen jetzt erledigen muss. Jetzt kann ich es noch machen. Ich kann sagen, in 5 Jahren mache ich meine Reise. Ich muss sie jetzt machen. Ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren noch imstande bin. Ich merke ja auch, wie es runtergeht. Das merkt man ja. Es ist nicht so, erzähl mal, wie geht es denn runter? Das interessiert mich. Es geht runter. Früher habe ich ohne Probleme einen Handstand-Überschlag gemacht, ohne Probleme einen hohen Überschlag gemacht. Heute bin ich froh, wenn ich eine große Rolle noch zusammenbringe. Ja? Schauen Sie immer, der alte Mann macht doch, kann das doch noch. Ja. Aber körperlich merkt man schon, auch von Ausdauer her, die Schnellkraft lässt enorm nach. Die Ausdauer ist eine Kopfsache. Ja? Also ich mache oft so Radtouren, fahre ich 500 Kilometer nonstop durch. Ja? 24 Stunden, 500 Kilometer. Und dann frage ich mich, wie schaffst du das? Die ersten 200 Kilometer fahren die Beine und die nächsten 300 fährt der Kopf. Ja? Laufen ist nicht dein Ding? Oder? Nein. Ist nicht mein Schwimmen oder Laufen ist nicht mein Ding. Okay. So, und dann, ich meine, es muss doch irgendwann mal angefangen haben. Du warst so wie dein Vater oder warst du anders? Ganz anders. Ganz anders, ja. Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater war Kraftfahrer und der Feuerwehr und so Gemeinde, also er war auch so vereinsintern, also in der Gemeinde. Und Sport war für ihn nie ein Thema. Also ich habe sogar Sport gemacht, Judo begonnen. Da ist der Vater erst draufgekommen, dass ich Judo mache, als ich das erste Mal in der Zeitung ein Bild von mir war. Du hast ihm das gar nicht erzählt? Nein, ich bin, glaube ich, schon 4 Monate Judo gegangen und nach 4 Monaten wurde ich schon Landesmeister und dann war ein Bild von mir in der Zeitung und dann haben sie die Arbeitskollegen gesagt, dem Vater das Bild gezeigt. Ja. Wenn du mir mal gerade einen Gefallen machst, dich mal gerade da hinsetzt, auf die Ecke, in dem Licht. Ja. Ich habe irgendwie... Gegen das Licht, gell? Ja, weil die Sonne kam jetzt doch raus, gemeinerweise. Ja. So, und dann, weil ich habe noch so viele Fragen, weil du bist so außergewöhnlich, du bist so abnorm. Ja, Norm wäre gut. Ja gut, wenn du ja die Norm sagst, okay, was machen die meisten? Ja, ich sage auf der anderen Seite immer, ich habe vielleicht einen kleinen Verrücktheitsgen. Ja? Aber ich glaube, dass man das Leben es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt auch dazwischen Dinge, wo man machen kann. Gell? So wie der Ingo. Gell? Ja. Der Ingo hat zu mir gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, es freut mich, dass mein Sohn bei dir Judo macht, dann sieht er auch was anderes. Er erlebt den Menschen in mir, dass es andere Wege auch gibt. Ja? Und das würde ich auch immer wieder zelebrieren. Ja? Und ich habe jetzt in Luxemburg in der Zeit, in 3 Jahren, bis ich draußen bin, so viele Freunde gefunden auch. Gell? Ich bin ein offener Mensch, ich gehe auf jeden zu. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, also diese Gemeinschaft zu suchen. Gell? Viele igeln sich ein, die wollen nicht mehr raus, ältere Menschen. Gell? Und ich möchte auch ein Signal den älteren Menschen zeigen. Okay, ich setze mich auf meinen Bock und ich fahre. Machen, nicht nur denken, reden, sondern machen. Ist für mich immer wichtig. Ich habe immer viele Sachen im Kopf
Und dann so, okay, das könnte ich machen. Und dann mache ich es aber auch. Gell? Nicht nur sprechen und das wäre super, sondern ich mache es und dann sage ich, okay, ich habe es gemacht. Und ich brauche das in meinem Leben. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wenn ich irgendwo, wie wir früher gesprochen haben, wenn ich irgendwann sterben werde und am Sterbebett liegen werde, ich habe alles gemacht, was ich wollte. Das ist für mich ganz wichtig. Ja? Und diese Freiheit zu nehmen, immer war es auch nicht so, du hast ja auch Verantwortung, wenn du Familie hast, Kinder hast und so weiter am Anfang. Aber jetzt habe ich diese Freiheit, die mir enorm wichtig ist. Das ist praktisch älter werden, ist ja so ein schleichender Prozess. Genau. Wenn du so die Fotos siehst auf deinem Führerschein, da sieht man unglaublich jung aus. Im Kopf ist man aber nicht alt, oder? Ich erzähle mal eine Geschichte, das ist interessant. Ich war mit dem Fahrrad in Sizilien. Bei Rauffahren war ich in Venedig am Bahnhof. Ja. Und bin von Venedig nach Udine mit der Bahn gefahren. Und die Bahn ging erst nächsten Morgen in der Früh. Und ich musste jetzt in Venedig am Bahnhof, am Vorplatz, bin ich geschlafen. Schlafsack raus, Matte raus. Und da schlafen aber 100 Leute, Junge. Gell? Ja. Und ich war damals 60. Gell? Haben wir rüber gehabt, geschlafen. Auf einmal kommt wäre ich munter, weil irgendjemand hier was bei mir manipuliert. Gell? Dann schaue ich auf, steht ein junges Mädchen vor mir und steckt mir was in meinen Schlafsack. Gell? Und geht wieder. Und, ja, dann schaue ich nach, 10 Euro. Die hat mir 10 Euro reingesteckt. Ja. Die hat gedacht, du bist ein Penner. Ich bin ein Penner, ja. Und dann habe ich... Obdachloser. Ja, genau, so ist es. Und dann habe ich mir gedacht, wieso ist das? Gell? Achso, die jungen Leute, die jungen kriegen keine Leute, 10 Euro. ich habe mich ja nicht so als alt empfunden. Ja. Ich war gerade 3000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, okay, dann lege ich mich da dazu, nicht? Und ich sehe mich ja selbst nicht. Gell? Ich habe das geträumt. Ich habe vor kurzem geträumt. Ja. Ich wäre irgendwie auf der Straße und die Leute würden mir Geld zustecken. Ja. Ich sah auch fürchterlich aus irgendwie. Ja, ja. War so. Und, aber die Frage ist, also was ich festgestellt habe, ist, dass die jungen Leute, die ich kennengelernt habe, sehr höflich sind. Absolut, also das ist absolut. nicht mehr so, also wie früher, dass die so unglaublich frech waren. Viele sind sehr gebildet, oder? Absolut, absolut. Also ich halte von unserer heutigen Jugend sehr viel. Ja, also die weiß genau, was sie will. Ja, also da können wir oft uns ein Stückchen abschneiden noch. Gell? Also alle Achtung. Und ich habe auch keine Angst vor der Jugend. Viele haben die Angst vor der Jugend. Alte das Männer. Nicht manchmal, wenn es da kommt, so alte Mann und die jungen Kinder, dass die Eltern, dass viele Jugendarbeit nicht mehr gemacht wird, weil die Macher Angst haben, es wird denen vorgeworfen, man fasst Kinder an oder sowas. Ja, ist das ein Problem heutzutage? Das ist absolut ein Problem. Man muss bewusst damit umgehen. Ja, also bei mir im Verein, ich werde nie, also für mich ist das überhaupt nie ein Thema, aber ich versuche immer, dass jemand dabei ist bei mir. Ich bin nie mit Kindern alleine. Da versuche ich immer. Das ist wichtig, oder? Ja, absolut, ja. Also das hat es schon Probleme gegeben in der Vergangenheit bei anderen Trainern und so weiter. Man hört immer wieder was, gell? Aber da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Immer. Da sind immer 2, 3 Leute dabei. Die Kids merken das ja nicht. Die wollen ja auf den Schoß. Ja, absolut. Die kommen her, umarmen dich. Also ich habe jetzt ein Bild gesehen, also vom letzten, wir hatten so ein Talente. Also ein Abenteuerwochenende habe ich gemacht mit den Kindern. Ich habe über 100 Kinder gehabt und dann danach kommen die Kinder her und umarmen mich, weißt du? Ja, das ist ja fast peinlich, weil schon denkst, hoffentlich ist das kein... Also, ich weiß. Du weißt nicht, was du machen sollst, gell? Ein Pedo oder sowas. Ja, genau, ja. Das. Aber gut, es waren viele Leute rum, aber es ist unangenehm. Ja, ich glaube dir das. Ja, das war früher anders. Ja, das war normal. Nicht? Du hast die Kinder auf die Schoß genommen, du hast mit den Kindern gesprochen, das traust du heute nicht mehr. Ja, das hat schon man ist sehr, sehr, sehr vorsichtig da. Ist aber auch viel passiert, muss man sagen. Ja, also, natürlich, was man so ja, absolut. Ja. Wir haben in Österreich auch so einen Fall gehabt mit einem Trainer und ja, schlimm, nicht? Schlimm, ja. Ja, und dann, ich sag mal, du warst ja dann bei der Polizei. Ja. Das ist ja schon, Beamter zu sein. Hat das gepasst? Weil du bist dann weg von der Polizei? Ja, das hat für mich gepasst. Das war damals ideale Zeit. Sind meine Kinder aufgewachsen. Ich war 20 Jahre dabei und danach habe ich aufgehört. Ich bin einer der wenigen, der gesagt hat, okay, jetzt ist genug, ich höre auf. Ich hatte einen unkündbaren Job, nicht? Und dann habe ich aufgegeben. Neues Leben. Keine Sekunde bereut. Gab es eine Feier? Nein, ich bin einfach, das war ganz, keiner hat das verstanden, als ich aufhörte, nicht?
Also, es geht. Ich habe am Freitag gekündigt, am Montag bin ich nicht mehr gekommen. Und der Rang, was hast du gehabt? Ich war Dienstführender, ich war damals Bezirksinspektor, ja. Ist das gut? Ja, ich war so wie sagt man, es gibt eingeteilte Beamte und Dienstführende. Die Dienstführenden teilen halt ein. Nicht? Also im Prinzip die Personalverantwortung hattest du? Genau, ja. Also da hatte ich schon alle Schulen hinter mir. Aber eigentlich war ich schon fertig mit allem. Ist aber so, man kriegt denn trotzdem eine Pension, oder? Ja, freilich, ja, natürlich. Ja, die Pension zahlst du immer ein und auch ist aber auch diese geringer. Pension von hier geht ja auch nach Österreich. Mhm. Und ich werde etwas bekommen. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich bekomme, aber ich komme sicher damit aus. Ja, wenn du jetzt 10 Jahre hier wärst in Luxemburg, bekämpfst du Ja, was? eben, 10 Was Jahre. Luxemburg? Ich habe nur 3 Jahre. So. Die Luxemburger Pension wäre super. Ich habe schon 14 in Luxemburg. Ach so. Ja, Ja, ich ist hab, super, ja. Aber ich habe freiwillig eingezahlt. Du kannst freiwillig einzahlen, weißt du das? Ja, In Luxemburg. ja, aber 7 Jahre einzahlen. Ja, das 7 zahlt Jahre sich nicht aus. einzahlen, Das zahlt sich nicht aus wahrscheinlich. Das Wenn nur ein Jahr fehlt oder was, wäre eine Möglichkeit, aber 7 Jahre zahlt sich nicht aus. Sag mal, es kann ja morgen vorbei sein. Du kannst Ja. einen Herzinfarkt kriegen, einen Ja, Schlaganfall, alles. irgend so einen Ja. Käse. Ja, das ist selbstverständlich. Ist so. Das ist das Leben. Also ich hätte auch kein Problem damit. Ein Traktor kann ich umfahren. Alles, ja. Ja. Ich kann so einen Herzinfarkt oder eine Krankheit haben, du kannst alles haben. Das Leben hat man ja nicht im Griff, man weiß ja nicht. So, jetzt klär mich mal auf. Wenn man Kind ist, fängt an zu trainieren, irgendwann kommt ja der Kampf. Das Ja. heißt, du kämpfst gegen jemand. Ja. Was macht das im Kopf, so ein Kampf? Das ist was anderes, oder? Ja, es ist auch, du bist in einem anderen Modus. Auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da bin ich in einem anderen Modus. Gell? Dann habe ich meinen Quälmodus so praktisch. Gell? Dann schalte ich ab, bin ich ein ganz anderer Mensch auch. Gell? Und beim Kämpfen bin ich auch ein anderer Mensch. Ich möchte gewinnen. Also ich war ja Wettkämpfer, ich wollte gewinnen. Ja, egal, ob der das wollte oder nicht. Und er kann sich wehren, das ist legitim. Aber ich wollte gewinnen und dafür habe ich trainiert. Ich habe auch verloren. Das Verlieren muss man auch lernen. Ist ja auch nicht so einfach. Viele Kinder können heute nicht mehr verlieren. Die weinen und wollen nicht mehr zu einem Turnier fahren, weil sie einmal verloren haben. Aber seien wir uns ehrlich, in 2 Kämpfen gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Verlieren ist nichts Außergewöhnliches. Aber man muss halt verlieren mit einer gewissen Demut und verlieren mit einem Respekt gegenüber meinem Partner und sagen, okay, jetzt geht's weiter, jetzt muss ich noch mehr trainieren und vielleicht gewinne ich danach. Was ist Judo? Ist das Kopf oder Kraft? Oder beide? Das ist Technik, in erster Linie einmal Technik. Den Moment musst du erwischen. Das Momentum ist enorm wichtig. Wann mache ich meine Technik? Wenn ich die Technik zur falschen Zeit mache, geht sie nicht. Ja, es muss alles passen, der Gleichgewichtsbruch und so weiter. Und Kopfsache natürlich. Kopfsache ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Der muss den Willen haben zu gewinnen und nicht jeder ist ein Kämpfer. Das ist ja, ich sag mal, das Kämpfen, ist das noch ein Spiel vom Modus her im Kopf? Schau, Oder ist es ein Mittelding? Im Grunde ist es, wenn man es genau anschaut, ist es ein Spiel. Wenn du die Tierwelt anschaust, die spielen ja auch alle, kämpfen ja auch alle. Ja, wir sind ja auch nur wie in einer Tierwelt. Wir sind ja nichts anderes. So, wenn die jetzt zum Beispiel Rangkämpfer haben, die bringen sich ja nicht um, oder? Überhaupt nicht. Die sind wollen dann nur wissen. Ja, danach sind wir die besten Freunde. Auch wir. Es ist ja kein großer Unterschied. Judo ist ein Raufen. Ja? Und Raufen ist eine ganz natürliche Bewegung. Die Kinder brauchen das, auch für ihre sozialen Kontakte. Ja? Und sie lernen damit ja auch umzugehen. Nach dem Raufen habe ich verloren und trotzdem ist er mein Freund. Ja, ich habe ja mit meinem Sohn raufe ich ja immer. Ich habe mit meinem Opa gerauft, also der war so, irgendwann konnte das nicht mehr. Ja, genau. Und dann, ich habe schon Angst, wenn der mal größer wird als ich. Ja, dann, Ja. Aber das Raufen ist ja in der Tierwelt ganz was Normales. Ja, das merke ich bei meinen Hunden. Ja, genau. Und in jeder Kultur gibt es irgendwelche Sportarten, wo gerauft wird. In Schweiz das Schwingen zum Beispiel. Nicht? Oder Was ist Schwingen? das ist ein Rangeln. Gell? Das ist total populär, es sind 40.000 Zuschauer. Das ist im Finale, Schwingen in der Schweiz, das ist total populär. Die verdienen richtig Kohle dabei. Gell? Oder in Japan ist eben das Judo. Achso, Japan, du warst mal in Japan? Ja, war ich noch nie. Ich wollte mit dem Fahrrad fahren. Nach Japan? War ich noch nie, ne? Das heißt, man kann auf dem Landweg nach Japan. Ja, richtig. Ja. Ich wäre Oder gefahren Fähre, über Russland, Kasachstan und dann nach Vladivostok und dort mit der Fähre Richtung Japan. Nochmal, du hast einen 6. Dan in Judo und warst noch nie in Japan. Ja. Ich war noch niemals in Japan. Nee, ja, genau, Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York, nicht? Ich war noch nie in Tokio.
Ja, aber das mache ich noch. Das werde ich. Das der Judo ist ja weltverbindend. Das heißt, die Genau. Art, wie man Judo macht, ist weltweit die gleiche Genau, oder ähnlich? ganz gleich. Ganz gleich. Da gibt es den Kodokan in Tokio, der wacht über alle Techniken. Ja? Und das IGF, der Internationale Judo-Verband, verbreitet das alles. Und Judo gibt es auf der ganzen Welt, es gibt nur ein Judo. Das ist das Schöne. Das heißt, da kann jetzt einer kommen aus Finnland, mit dem machst du Judo. Genau. Ist die Begrüßung, wie geht die? Wir knien uns nieder, sagen Mukso, das Ja. heißt Augen schließen, Ja. Yame, Augen auf und dann Re, dann verbeugen wir uns. Dann stehen wir auf, verbeugen uns noch einmal und das machen wir vor dem Training und nach dem Training. Das ist immer dieser Respekt, diese Höflichkeit. Hat sich jemand schon mal böse verletzt bei dir? Also ich muss sagen, in der letzten Zeit nie. Freilich gibt es immer wieder Verletzungen. Wie härter der Wettkampf ist es in jedem Sport Doof gefallen. doof gefallen oder irgendwo in die Hand. Aber seit ich in Luxemburg bin, kein einziges Kind hat sich verletzt bis jetzt beim Training. Keine Verletzung, das ist super. Holz, kann ich auf Holz klopfen, ja, Gott sei Dank. So, die Technik wird ja immer besser, sage ich jetzt mal, der Kommunikation. Das heißt, wenn du unterwegs bist, kannst du ja, ich sag mal, über WhatsApp, über FaceTime, ja. über alles Kontakt halten, Ja. kannst Leute informieren. Das ist schon ein Vorteil. Das heißt, Absolut, ja. Mir ist es ja wichtig, also nachdem ich ja diese Judo-Werte als Botschafter durch die Welt tragen möchte, ist es mir auch wichtig, dass ich es transportieren kann. Weil wenn ich nur alleine mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und keiner weiß es davon, aber es ist umsonst. Ja. Ja, ich muss es auch, die Vereine müssen auch die Werbung machen, die Vereine müssen auch die regionalen Medien einschalten und so weiter, damit wir unseren Sport und unsere Werte weiterbringen. Anzahl der Kilometer, was denkst du, was kommt da zusammen? Insgesamt 15.000. 15.000. So, 15.000 Kilometer, 30 Länder, Zeit ist offen. Ja, ist nicht offen. Also 6 Wochen bin ich jetzt in Deutschland für 2,5 und dann brauche ich 4,5 Monate, wahrscheinlich zwischen 4 Monate und 4,5 Monate für meine große Reise. Aber die ganze Reise im halben Jahr. Ja, ja. Ich fahre Also nicht 3 Jahre oder. Nein. So viel Zeit, ich muss jetzt mit meiner Frau nach Hause. Hast du das Pärchen gesehen, was gefahren ist? 2 Jungs, die gefahren sind von Berlin nach China. Ja. Hast du die Doku gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Gibt's eine Doku bei Netflix. Ja. Die haben für Kinderheime in Afrika gesammelt. Ja. Und am Schluss haben sie irgendwie, oder Schulen waren es, am Schluss Ja. haben sie irgendwie, statt einer Schule haben sie dann 5 zusammenbekommen. Super, ja. Und der eine hat die Freundin verloren, weil die hat sie mal ausgehalten. Ja. Hat auch lang gedauert. Ja. Also irgendwie. Ja, aber so wie ich versuche im Tag so ungefähr 130 Kilometer zu fahren. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, schaffst du das. Okay. Und wenn jetzt gerade Berge sind, dann geht das schon mit den 130 Kilometer. Und dann das Hochrennen, das bist du 4 Monate, 100 Tage, 120 Tage. Hast du ein Fotoalbum noch von damals? Hast du es hier? Wie ich ausgeschaut Ja. habe. Darf ich mal sehen? Ja. Geh mal holen. Weil ich, Gut, aber nicht, aber ich habe auf meine. Mein alter Trainer schickt mir immer Bilder von seiner Zeit, wo ich so 18 Jahre und so weiter. achso, der schickt dir Bilder. Ja. Der hat alle Bilder noch. Und ich habe die Bilder, muss man mal schauen, also Warte mal, zeig mal. erschreckend ist das. Wenn ich heute in den Spiegel schaue und Ja, komm. damals, gell, Warte mal, ich mach mal die Lampe aus, dann kann man es besser sehen. So. warte, dann muss man die Bilder, jede Menge Bilder, was denn, da kommen immer wieder Bilder von früher. Das ist mein Enkel, der hat einen Ape. Und einen Ape hat er. Von Deutschland ist er nach Italien gefahren mit seiner Ape. Mit der Ape? Ja, mit seiner Ape, schau. 50er. 50er, ja. Ist er jetzt nach. Genau, wenn Schau, du das ist ein Bild von mir. wenn du mir gerade einen Gefallen machst, das mal gerade hältst, dass ich das mal filmen kann. Du bist links oder rechts? Links. Nochmal, da warst du wie alt? 18? Da war ich 18, ja. Boah, du warst hübsch. Ja, ich weiß. Nee, bist immer noch hübsch. Jung war ich damals noch. Ja. Krass. Und Sport war eigentlich dein Lebensinhalt, oder? Immer, ja, ich immer Sport gemacht. Ja. Aber obwohl ich eine Zeit gehabt hatte, wo ich relativ wenig Sport gemacht habe, dann habe ich ja zurückgefunden in die Spur und dann wieder Vollgas gegeben. Okay. Frauen, haben die dich mal aus der Bahn geworfen? Ja, auch. Auch. Hast du noch ein anderes Foto? Bin ein junger Fischerbursche. Ich gehe mal weg, bevor du da jetzt... Ich film mal da. Das ist ein schönes Fenster. Ja. Warte mal, was sind jetzt die Bilder? Wir kommen jetzt zurück. Wieder. So, da habe ich immer Bilder, warte mal. Ich gehe mal ganz weit weg, dann sieht man nicht so viel. Ja, da haben wir Bilder. Den habe ich auch schon. Was? Das hat sich zu Hause, mein zweites Wohnmobil. Ist das deiner? Meine Frau. Mach mal auf. Yes. Das ist Baujahr, der ist heuer 50 Jahre.
Echt? Der Jahr 72. Das ist ein Mercedes, wie nennt man den? Ein Tüdlo. Ah, echt? Ja, ein Düsseldorfer. Ich habe keinen C-Schein, gell? Also meine Frau hat C-Schein, die darf fahren. Ist ihrer. Cool. Ja, Ja, ist ja so in Österreich, da hat man nur den B. ja, genau. Jetzt bin ich vor kurzem, war mein Auto in der Werkstätte, bin ich hier geschlafen Sag mal. im Zelt. Ja. Da hast du hier im Zelt geschlafen. Ja, war eine Woche im Zelt. Du bist ja für nichts zu schade, oder? Nein. Du wirst ja eh im Zelt schlafen mit dem Fahrrad, oder? Ja, eben, Ja. muss einen Test machen gleich. Das ist mein Zelt für unterwegs. Toll. Das Gewicht, was wiegt das? 5? Aber okay, Kilo. Das hat 800 Gramm oder was. Das ist ganz leicht. Das sind alles meine Kinder. Das ist auch ein altes Bild von mir. Ja. Du bist wo? Da. Ein Pornobalken hast du gehabt damals. Ja. Ein Schnurrbart. Ja, genau. Ja. Nee, das haben wir früher so genannt. Also ich nehme es zurück. Aber das war damals die Mode, oder? Ja, Hat man ja. gehabt. Ja, und das war mein Trainer. Siehst du, das Sag war mal, damals der erste vorne. Das war mein Trainer, mein erster, und dann beim Mannschaftskampf. Und der schickt dir die Bilder schon mal zu, oder? Ja, der schickt, der ist jetzt heute 73 oder was, dann schickt mir immer die Bilder. Ich habe ja keine mehr und der hat alle noch. Ich habe ihn nie aufgehört. Genial. Ja. So. Österreich, Deutschland ist vollkommen egal. Europa, ist das gut, das Neue? Keine Grenzen mehr? Ja, also das Europa ist schon super. Komm, wir gehen mal raus. Aber ein paar Sachen sind vielleicht nicht so super, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte. Gell? Es ist, zum Beispiel, jetzt haben wir in Europa, wir haben keine Grenzen und trotzdem stehe ich am Weißerberg immer wieder. Am wo? Am Weißerberg. Zwischen Salzburg und Österreich. Stau. Nein, es ist wieder eine Grenzkontrolle. Es sind immer wieder Grenzkontrollen noch. Es gibt immer noch Grenzkontrollen. Die dürfen doch gar nicht mehr sein. Machen sie immer noch. Das ist Schengen-Abkommen. Ja, genau. Die dürfen nur nicht anhaltsbezogen. Aber die Deutschen, habe ich gesehen jetzt, die machen es auch. Die machen Die jetzt Deutschen eine machen Grenze. das, ja. Passau, dann gucken die jeden raus und machen eine Grenzkontrolle. Ja, am Weißerberg auch. In Österreich. Ja, die Oder auf deutscher die Deutschen machen das. Aber nur in Bayern, das gibt es hier. Ja, gibt's genau, in hier Bayern. nicht. Nein. Also das stört mich schon wieder, weil jetzt versucht man immer wieder durch weil Krieg ist, weil flüchtende Menschen sind, machen wir Grenzen. Warum machen wir Grenzen für flüchtende Menschen? Ja, wenn wir geflüchtet sind, wenn ich in den Krieg wäre, ich würde meine Kinder auch in Sicherheit bringen. Logischerweise. Ich würde auch schauen, dass meine Kinder und meine Frau in die Sicherheit kommen. Und warum sperren wir zu? Ja. Sag mal, früher war ja so, also ich darf 68er Baujahr, du bist 57. 57. Es gab ja nicht so viele Ausländer. Also wenn wir mal einen Schwarzen in Trier hatten, da war das eine Sensation. Die Italiener kamen dann irgendwann, genau, ja. Die hatten dann Eisdielen und Pizzerien. Und die Griechen zum Arbeiten und dann auch die Leute aus Jugoslawien sind gekommen zum Arbeiten. Ja. Ich hatte irgendwie damals das Gefühl, die Leute hatten ein bisschen Angst vor den Ausländern. Ja, das haben sie heute immer noch. Haben sie immer noch? Ja, natürlich. Schauen wir mal, wir haben nichts gegen Ausländer, aber... Na, du fährst ja jetzt durch 30 Staaten, Nein, da bist du ja der Ausländer. Ich war 3 Jahre in der Türkei, ich war Ausländer. Ja. Ich kenne das als Gefühl eines Ausländers. Ich bin jetzt auch Ausländer hier. Ja. Aber ich fühle mich trotzdem wohl. Ja, warum soll ich? Es ist eine andere Kultur, dieses Multikulti ist doch was Schönes eigentlich. Aber was ist denn die Erfahrung auf deinen Reisen? Also meistens sind ja die Deutschen so ein bisschen grantiger. Also wenn du da irgendwie rausfährst, die allermeisten super nett. Also ja, ich hab nie kein einziges negatives Erlebnis gehabt. Gott, mit dem Fahrrad überhaupt nicht. Da bist du ja immer der Arme. So, der Arme muss mit dem Fahrrad fahren. Er muss. Ja, er muss. Ja, hast du keinen Motor, gell? Kannst du keinen Motor leisten und so weiter. Aber die Kondition, du kriegst ja dann richtig Kondition nach den 6 Monaten. Ja. Das merkst du dann richtig. Das Absolut. heißt, du wirst jünger. Ja, nein, man wird beweglicher. Diese Woche im Zelt habe ich schon gemerkt, ich werde beweglicher. Ich musste rumkrallen am Boden. Hast du eine Luftmatratze? Ja, ich habe so eine Luftmatratze, so eine eigene, so hohe. Ja, stimmt, du bist ja Judo, ich glaube, du brauchst ja überhaupt keine Matratze, du kannst ja so am Boden schlafen. Ja, man merkt schon, das Alter. Ist schon angenehm, ein bisschen eine Matratze. Gell? Aber es war kalt, ich hatte nur einen Sommerschlafsack und in dieser Woche war es so kalt. Gell? Da hat mir in der Früh schon schön gescheppert. War schon kalt. Und dann bist du rein. Dann bin ich warm duschen gegangen. Heiß geduscht. Ja, dann war wieder gut. Dann bin ich mit dem Fahrrad. Schüttelfrost schon mal gehabt, so richtig? Ja, jetzt wie ich krank war. Jetzt wie ich vor 2 Monate, da bin ich beim Training gewesen und
Um 16 Uhr habe ich das Training begonnen, nichts noch. Um 17 Uhr nichts. Um 18 Uhr habe ich gespürt, irgendwie was bewegt sich bei mir. Gell? Um 19.30 Uhr musste ich das Training abbrechen. So, ich muss jetzt raus, ich muss einen Test machen. Mir hat so geschäbert, boah. Und dann war es. Grippe. Influenza B. Und dann war aber niemand, der dir irgendwie einen Tee gemacht hat mit Honig oder so? Nein, das mache ich alles selbst. Das heißt, du kannst noch so krank sein. Ja, das gehört zum Leben. Aber hat dir denn Schwindel und so, kann kaum aufstehen? Ja, eben. Na, ich bin ja viel weiter rumlaufen kannst im Auto nicht. Auf der Toilette ist der Weg kurz, mehr brauchst du nicht. Gell? Österreich ist ja ein wunderschönes Land. In welchem Land bist du da? Kärnten? Ich bin im Süden, in Kärnten. Kärnten. Ja, Und Kärnten am Wörthersee. Ja, das ist meine Heimat. Tja, mein Stiefvater, der kommt ja aus Steins. Steins, der Steiermark? Steiermark. Ja. Kenne ich, ja. Und das ist so, aber es ist so, wo ich eben noch sagen wollte, wir haben ja jetzt unglaublich viele, in Anführungsstrichen Ausländer. Wenn du heute mal eine Fußgängerzone gibst, ist ja Multikulti pur. Absolut, in Luxemburg. Luxemburg ist nur. Ja. Und leben auch alle gut zusammen, oder? Ja, absolut. Ja, die können ja damit umgehen. Aber viele können damit nicht umgehen, weil sie glauben immer, das ist eine Gefahr. Die Ausländer sind eine Gefahr. Die haben Angst davor. Und das ist eben schade. Und dann reden sie mit den Leuten, dann kommen sie drauf, ach, das sind ganz nette Menschen. Ich glaube, der Fußball hat auch viel gebracht. Dass die auf einmal da so Leute hatten, die hatten Namen, die konnte man nicht mehr aussprechen, die hatten Hautfarben, die waren anders. Ja. Und man musste sie ja lieb haben, weil sie haben ja gewonnen. Ja, genau. Und das ist ein Beispiel, wenn man sagt, bei uns Red Bull Salzburg zum Beispiel, da sind, glaube ich, 2 Österreicher dabei. Der Rest sind alles eingekaufte Spieler von der ganzen Welt. Gell? Und das ist eine super Mannschaft. Ja, aber sie identifizieren sich aber nicht mit den Leuten, sondern mit dem Verein. Nicht? Ja. Und wenn sie gewinnen, ist jeder super. Ja? Jeder ist super, weil er was bringt. Ja? Aber jeder Mensch bringt was. Jeder Mensch hat was hinter sich. Nicht? Weil jeder hat was geleistet in seinem Leben schon. Und Menschen, die flüchten müssen. Und wenn du jetzt in der Ukraine schaust, die Leute, wie schnell das gegangen ist. Binnen von Wochen müssen die ihr Heim verlassen, das Haus verlassen, alles ist zerschossen und sie sind auf einmal irgendwo anders. Ich habe in der Schule einen Jungen gehabt, den Luca, der war aus der Ukraine, so ein 10-jähriger Junge, ja, der schaut nur so. Der weiß nicht mehr, was los ist. Logisch, der ist Schule gegangen. Schock, der musste ab, ist jetzt in der Schule, auf einmal in der Schule in Luxemburg, andere Leute, er versteht die Sprache nicht, das sind total arme Menschen. Man muss denen ja helfen irgendwie, ja? Auffangen ein bisschen. Das würde uns ja auch gut tun, wenn wir flüchten müssen. Wir haben nur das Glück, dass wir keinen Krieg haben. Und Krieg, ich habe schon vor 5 Jahren, weil ich die erste Runden gefahren bin, über den Krieg gesprochen. Da war Krieg kein Thema noch. Ja? Aber der Krieg entsteht ja in den Köpfen der Menschen und nicht am Schlachtfeld. Und den Krieg zu verhindern, ist viel leichter, als einen Krieg zu beenden. Ja, jetzt den Krieg zu beenden. Keiner will ein Gesicht verlieren. Ja? Und es gibt schon so viel Tote auf beiden Seiten und es ist so viel Hass geschürt worden, dass es sehr schwer wird, wieder eine Normalität, das dauert Generationen. Aber es wäre viel leichter gewesen, den Krieg zu verhindern. Das ist immer leichter. Und da muss man alles versuchen. Aber jetzt ist natürlich alles zerfahren. Ja, ich denke mir auch, also ich enthalte mich da mal, weil man kennt ja nicht immer alles. Und, aber ist ja so, du bist ja also durch und durch, obwohl du ja praktisch Judo machst und Kämpfer bist, du bist ja in deinem Herzen Pazifist, oder? Ja, absolut. Ich gebe auch niemandem die Schuld, das werde ich nie machen, weil da bin ich so doof, ich kenne die Hintergründe nicht. Mir geht es nur darum, es sterben Menschen. Ja, es sterben Menschen und das darf nicht sein. Menschenleben muss immer an oberster Stelle stehen. Ja, und das Menschenleben spielt im Krieg keine Rolle mehr. Und wer hier schuld ist, das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich keinen Einblick. Das ist so. Ja. Komm, lass uns mal das Thema wechseln. Wir machen noch ein bisschen Werbung für deine Fahrt, dass gerne die Leute sehen. Dann zeige ich nochmal World Judo Family. Judo Family. Wir sind eine Familie, eine große Familie und wir machen einen Sport und haben ein gemeinsames Ziel. Die Judo-Werte. Ich habe heute in Facebook geschrieben, ich bin jetzt nicht mehr Judo-Trainer, sondern Judo-Lehrer, weil ich auch diese Lehre des Judos weitergeben möchte in Zukunft. Und Judo ist eine Lebensschule und das ist auch für mich also ein enorm wichtiger Punkt, das weiter zu transportieren. Judo ist Kampfsport, das ist natürlich ein ganz normaler Kampfsport, aber auch sehr viele andere Faktoren spielen im Judo mit,
wo die Kinder eine Erziehung haben. Jigoro Kano, der Gründer vom Judo, der hat als Wert, ich habe jetzt einmal die ganzen Werte herausgeschrieben, jede Nation hat eigene Werte. Und Jigoro Kano hat auch den Wert Bildung darin gehabt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, die Bildung. Ja? Und er war ja Professor an einer Universität. Und für mich ist es eben so wichtig, dass wir auch Bildung hineinbringen in unseren Sport. Ja? Es soll uns ein bisschen abgrenzen zu anderen Sportarten. Nicht jeder wird Wettkämpfer. Nicht jeder muss kämpfen. Es gibt viele Wege im Judo. Und es gibt auch Wege im Judo, das Judo zu verstehen und zu lernen. Aber nicht in Wettkampfform, sondern auch ein bisschen philosophisch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und dann sind wir wieder auf diesem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen gemeinsam. Jigoro Kano hat zwei Thesen aufgestellt gehabt, zwei wichtige. Die erste These war diese technische These, also Kopf und Geist gemeinsam sollen ein Ziel verfolgen und du wirst gut dadurch. Und das zweite war ein moralisches Prinzip. Ja? Also das war gemeinsam für einen gemeinsamen Fortschritt alle in die gleiche Richtung. Das ist also zu arbeiten. Teamarbeit und nicht jeder für sich selbst, jeder macht irgendetwas und gemeinsam und jeder ist der anderen böse. Das müssen wir verhindern. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam was weiterbringen und Freundschaft bilden. Freundschaften sind so was Wichtiges. Ich habe so viele Freunde und das ist das Schönste auf der Welt. Wie ist bei dir die Definition von Freund? Freund? Ja. Ganz kurz, ich gehe jetzt von Luxemburg weg. Ich habe so viele Freunde, aber Freunde verlasse ich nicht. Ich komme wieder und ich werde meine Freundschaften alle immer pflegen. Ja? Und Freundschaft ist, wenn wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, gemeinsam auch andere Sachen machen, nicht nur was den Sport beziehen. Ja? Ich habe so viele Freunde, die rufen mich an, kommt vorbei, wir grillen oder irgendwas. Und ich kenne die Familie. Jetzt hat ein Freund angerufen, seine Mutter ist gestorben. Ja? Das tut mir weh, ich kenne die Mutter. Ja? Also es ist Freundschaft. Und die verfolgt uns nicht nur für eine kurze Zeit, sondern fürs Leben lang. Das ist mir ganz wichtig. Meine großen Hände, gell? Sag mal. Ja, ich hab ja Mini-Hände, aber die erzählen wirklich Geschichten. Du hast viele Namen. Ja, genau. Ja, zeig mal oben drauf. Boxen hast du nie gemacht? Nein, Boxen habe ich nicht gemacht. Aber ich habe so, arbeiten musste ich als Kind schon viel. Nicht? Was arbeiten? Meine Eltern haben ein Haus gebaut und da musst du schon als Kind damals mithelfen. Dass du als Kind schon, ich konnte schon nicht mehr hören, wir müssen auf den Bau. Ja, es war damals das Haus selber gebaut? Alles selber in der Hand gebaut. Vater, Mutter hat gekocht und ein paar Freunde. Und so wurde in den 70er Jahren gebaut. Ja, es war so. Geld war nicht so viel vorhanden. Da musste alles irgendwo schauen, was herbekommt und dann konnte man ein Haus bauen. Nicht? Das war schon auch eine schöne Zeit. Hart, aber schöne Zeit. Nicht? Boah, du bist echt beneidenswert. Aber es wird jetzt viele Kontroversen geben. Leute, die sagen, ich bin froh, dass ich abends zu Hause bin, mein Abendbrot esse, meine Tagesschau gucke oder das Heute-Journal oder was auch immer. Ja, der Herrgott hat einen großen Tiergarten. jeder hat sein Recht, so zu leben, wie er will. Das hat mein Opa mal gesagt. Ja, Friedrich der Große. Meine Mutter hat das immer gesagt, ja. Jeder darf glücklich werden nach seiner Fasson. Genau, ja, richtig. Wobei das war sein Spruch immer, hat er mal gesagt. Ich habe viel von meinem Opa gelernt. Schachspielen habe ich gelernt. Ja, gut. Ja. Ich Mühle. Mühle? Mein Großvater hat immer Mühle gespielt. Ja. Also wir haben immer den ganzen Abend immer Mühle mit dem Großvater gespielt. Ich habe auch Mühle gespielt, aber hauptsächlich Schach. Und das war dann jeden Abend. Und da habe ich mich immer geärgert, wenn die Tagesschau kam um 8. Ja, dann hat er seinen Tee bekommen, Abendbrot und Eisenbahner war der. Ja. Typischer Beamter. Ja, typischer. Nee, dem sein Leben, er ist jetzt schon tot, aber dem sein Leben war zu Ende mit dem Zeitpunkt, als er in Pension ging. War der top fidel, danach hat er komplett abgebaut. Ja, bei meinem Schwiegervater war es auch so. Der ist mit 60 in Pension gegangen und dann war es so, jetzt ist es erledigt. Ja, und der hat nur mehr gewartet. Ja, der war ja im Krieg. Also der war in Gefangenschaft. Die haben auch eine schwere Vergangenheit. Gell? Das darf man auch nicht vergessen. Gell? Der hat immer gesagt, unten im Keller sind die Russen, kein Witz. Hat gesagt, die stechen mich. Ja. Und er war krank und hatte große Angst. Also er war ein richtiges Trauma. Ja, Trauma ist ganz krank. Das sind viele hat das aber nie erzählt. Er hat das erst erzählt. Witziger. Ja. Mein Schwiegervater hat auch eine Kriegsverletzung gehabt. Er war teilweise gelähmt. Er war Panzerfahrer und er hat einen Splitter bekommen.
Er hat nie geredet vom Krieg. Da waren sicher sehr schlimme Ereignisse, gell? Aber er hat nie darüber gesprochen. Ein einziges Mal, also hat er mir erzählt, was wohl passiert ist mit seinem besten Freund, dass der wohl getötet worden ist neben ihm. Und da fing er voll an zu weinen. Und überleg mal, du hältst das über 40, 50 Jahre, zeigst du nicht. Ja, diese Menschen haben schon ein Trauma. Also 8 Kinder. 8 Kinder, ja, Wahnsinn. Er ist nach Hause gekommen und dann, ich war das 9. Kind quasi, meine Cousine das 10. Wahnsinn, ja. Ja, als Enkelchen. Enkelchen, super, ja. Wahnsinn, so. ja. Nee, cool, aber was ich toll finde ist, du bist ja jetzt noch 10 Jahre älter oder 11 Jahre älter, dass du die Geschichten auch kennst, die ich noch kenne, weißt du, wo die erzählt haben aus dem Krieg, wie das früher war, die waren ja auch vertrieben. Die vertrieben. Ja. Und damals war eben die Zeit, wo wir eigentlich nachdenken sollten. Damals waren wir die Vertriebenen. Ja, und wir waren auch froh über alles, was wir bekommen haben nach dem Krieg. Mir ging es wie die Made im Speck. Mein Opa hat mir alles gegeben, was ging. Die neuesten Adidas-Turnschuhe, Trainingsanzüge, was man so in den 70er hatte, ein Fahrrad, eine 80er, ein Auto. Also der hat sich komplett ausgelebt und die ganzen Onkels und Tanten, die haben mich gehasst. Weil die hatten nichts bekommen. Nett. Nee. Ich war das geliebte Enkelchen. Ja. Woran liegt das? Was denkst du? Ja, ich habe jetzt mit meinen Enkeln zum Beispiel, Jonathan, wir sind auch auf der gleichen Ebene. Ja. Er ist auch ein bisschen verrückt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit seiner Appe von Bayern nach Italien gefahren ist, über die Berge, und hat er mir immer wieder WhatsApp geschrieben, wo er ist und so weiter. Und wir haben auch so eine Seelenverwandtschaft. Ja, es kommt so eine Seelenverwandtschaft mit mein Sohn weniger als wie viele Kinder hast du? 2. Ja. Wie alt sind die? Meine Tochter wird heuer 40 und mein Sohn wird 37. Und Enkel wie viele? 2. Ja, Jonathan, der ist schon 17 heuer. Und der Erik, den du gesehen hast, der ist jetzt 5. Ja. Der Appe ist 17. Ja. Also die sind auch ein bisschen verrückt. Deine Söhne, haben die ein bisschen was mitgenommen von mit dem Judo und so? Überhaupt nichts. Mein Sohn ist ein totaler Kopfmensch. Ja, also, was heißt das? Ja, er macht auch super Videos und so weiter. Er ist aber Trader. Was ist das? Trader? Trader, ja, ich schreibe Bücher. Also Bitcoin und so. Ja, genau. Ja, ist nicht meine Welt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich komme super mit ihm aus, gell? Aber ich verstehe sie nicht. Gell? Ist nicht meine Welt. Gell? Aber er ist genau fokussiert. Er weiß das alles ganz genau. Ein ganz anderer Mensch wie du. Er ist ein ganz anderer Mensch. Ja. Er hat 5 oder 7 Bücher schon geschrieben jetzt über die Sachen und verkauft die. Und lebt aber auch. Das ist auch extrem, gell? Der war noch nie arbeiten. Er hat mit 17 Jahren gesagt, ich warte jetzt bis ich 18 bin, dann mache ich mich selbstständig. Der hat nie. Achso, der war nie fremdbestimmt? Nie. Der wollte nie. Der immer von Haus aus immer selbstständig. Aber du eigentlich auch nicht. Also das war für mich auch eine Qual bei der Polizei. Man hat nicht mehr halten können. Weißt? Ich wollte immer mehr. Gell? Das war immer so, ja. Du warst dort Ausbilder auch bei der Polizei? Ja, ich habe vieles gemacht. Am Anfang Judo? Judo auch, ja, Judo-Ausbildner war ich auch, ja. Und Schießausbildner war ich auch. Ich war ja Waffentechniker. Man muss die ja hochhalten, die Polizisten. Die machen keinen leichten Job. Das ist die Schichten da abzufahren. Viele sind ja auch mit Polizisten verheiratet. Ja, es ist ein schwieriger Job. Du hast einen unregelmäßigen Dienst. Du weißt nie, was auf dich zukommt. Du kannst heute in den Dienst gehen, kommst morgen nicht mehr nach Hause. Das kommt dir oft vor. Gell? Du bekommst einen Auftrag, du fährst dorthin und weißt nicht, was los ist. Du bist immer in einem Spannungsfeld. Gell? Und der zehrt, der Job, die Nachtdienste und so weiter, der zehrt schon, ja, es ist schon ein harter Job. Das war natürlich auch Schreiben, die Bürokratie, alles. Schreiberei, und machst einen Fehler, bekommst sofort eins rauf, gell? Weil du musst alles schreiben, musst alles dokumentieren, gell? Und du musst Festnahme machen. Entweder machst du eine Festnahme, die falsch ist oder irgendwas, gell? Hast sofort wieder, bist in der Zeitung und hast sofort ein Problem, nicht? Und also der Job ist nicht einfach. Das ist so. Ja. Und du bist jetzt wie lange raus bei der Polizei? Auch bis seit 97 bin ich schon weg. 97? Seit 97, ja. Ich war mal bei der Bank, habe ich das erzählt? Na, in Luxemburg. Achso, bei der Commerzbank, da bin ich rein mit 18, ja. Habe mit 21 selber gekündigt, meine Mutter hat gesagt, du hast einen Knall. Ja, bei mir der Sven Banker. Also ja, genau, bei mir ist das gleiche gewesen. Ja, also da hat er gesagt, du spinnst, habe ich selbstständig gemacht. Ja, ich habe am Freitag, ein halbes Jahr gekämpft darum, ob ich kündigen werde. Gell? Ja. Dann am Freitag habe ich entschlossen, dass ich am 1. Juli nicht mehr komme. Und es gibt bei der Polizei keine Kündigungsfrist, weil geht keiner weg. Gell? Es gibt ja keine Kündigungsfrist. Und somit konnte ich das ja, am Freitag habe ich dann einen geschrieben, 3 Zeilen, hiermit nach
Beamtendienstrechtsgesetz kündige ich meinen Job so auf die Art und habe diesen Brief abgeschickt, 3 Zeilen. Gell? Und Montag ist eingeschrieben, zur Polizei eingetroffen. Ich bin dann am Montag aber noch in die Arbeit gegangen, also ich komme jetzt, aber ich gehe gleich wieder. Wieso? Ja, weil ich gekündigt habe. Was gekündigt? Dann bin ich zu den Oberst gegangen, der Oberst sagt so, na, warum kündigst du? Gefällt dir dein Job nicht? Können wir was anderes machen? So, nein, ich habe entschlossen, ich höre auf, ich mache was anderes. Ja, und dann haben sie mich angerufen und gesagt, das geht nicht, weil dein Gehalt ist schon überwiesen. Ja, bei der Polizei bekommst du das Geld im Vorhinein. Und hast du zurücküberwiesen? Dann habe ich gesagt, ja, und dann werden wir es zurücküberweisen. Ja, das ist kein Thema. Ja, aber das geht nicht, so auf die Art. Gell? Das ist sehr kompliziert. Die wollten nicht nochmal. Ja. Dann habe ich gesagt, aber wenn du nicht kommst, dann bekommst du ein Disziplinarverfahren. Dann sage ich, und was ist die höchste Strafe? Ja, die Entlassung. Die Entlassung. Und da haben sie auch eingesehen, dass ich nicht mehr komme. Ja. Dann, was hast du dann gemacht in dem Monat? Ja, ich bin einmal in Urlaub gefahren. Wohin? Nach Italien. Nach Italien. Ja, einen Monat nach Lignano. Einen Monat mit der Familie nach Lignano. Das liegt wo, Lignano? Lignano liegt am oberen Adria. Ganz oben, ja, schön war mal. Die ganze Familie war mal einen Monat in Italien. Hast du mehr Zeit gehabt für deine Kinder dann? Nein, ich habe dann auch weitergearbeitet. Und wenn ich was mache, dann mache ich immer mit Vollgas. Das ist bei mir das Problem. Gell? Ich glaube, das hält jung. Ja, genau. Ich bin dann Alter, Noah, du bist jetzt 65. 65, ja. Boah, Tut dir jetzt weh? Nee, nein, gar nicht. Weil ich überlege mir, warte mal, ich zeig mal erst mal, wie du da so rumstehst, ja. Das 65, du bist auch im Kopf, weil du eben noch gesagt hast, ich merke, ich werde älter, weil du ein bisschen steifer wirst und so. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie dein Fahrradtraining sich auswirkt. Sag mal hier, der Sattel ist ja nicht bretthart? Der ist super. Den habe ich lange gesucht. Den letzten Sattel, was ich hatte, der war nach 40.000 Kilometern kaputt. Ja. Und jetzt habe ich echt den 3. Sattel und der ist jetzt perfekt, der passt perfekt für mich. Ist das genau, das heißt, die Sitzknochen passen genau? Genau, ja, das ist, also ich habe null Probleme. Du hast so einen kleinen Hintern. Ja, ganz zarten. Weil ich habe bei mir CC15 ist nämlich, glaube ich, der Knochenabstand, den du dann hast. Ja, aber der ist super. Also der passt perfekt und der Brooks ist super. Ja. Es gibt ja auch ein Leder, da musst du die irgendwie einreiten. Genau, den wollte ich nicht haben und jetzt habe ich den genommen und der ist echt perfekt. Also mit dem bin ich super zufrieden. Habe ich vorher mit Gel-Sattel, haben sie mir eingeredet, alles. Ja, das tut weh. Und ich brauche diesen schmalen Teil vorne. Gell? Wenn er hier schon so rüber geht, dann reibt schon. Und wenn du irgendwelche Probleme hast beim Fahrradfahren, wenn du den Wolf einmal hast und du musst nächsten Tag wieder fahren und nächsten Tag wieder, dann wärst du nie mehr los. Also vielleicht für alle Erklärungen, die nicht wissen, was ein Wolf ist, erklären. Ja, es ist durch das Reiben bekommst du eine offene Stelle zwischen den Beinen und da ist es sehr unangenehm. Der Wolf. Der Wolf beißt. So, das ist dein Gepäckträger. Hast du ihn selber geschweißt? Nein, das ist ein Tubus, das ist ein bekannter Held, ja. Also da ist super, weil er 2 Ebenen hat, dann kannst du die Taschen hier einhängen, dann sind sie tiefer, der Schwerpunkt tiefer ist. Ich habe das böse Gefühl, dass wir uns noch mal sehen werden. Ja, gerne. Weil das hier wird nicht das letzte Treffen sein, weil die Leute wollen eine Fortsetzung haben davon. Ja, die können ja, wenn ich unterwegs war, wieder mal was machen. Ja, das ist so. Also komm auf jeden Fall mal, du bist herzlich eingeladen, du kommst nach Saarbrücken, wenn du mal nächstes Mal da bist. Dann, oder je nachdem, wo ich bin, vielleicht ziehe ich auch nach Luxemburg. Ich würde sagen, jetzt... Du bist ja auch unberechenbar, oder? Oh, es geht so, weil ich habe ja auch, ich habe ja einen Sohn, der geht da zur Schule, der ist 10, der geht jetzt aufs deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken, den kannst du halt nicht einfach so entwurzeln. Das geht nicht, das ist schwierig. Ja. Ich habe jetzt ein Mädchen bei mir im Verein, die wird jetzt im Sommer nach England gehen, gell, mit der Familie. Und sie hat gestern mit ihr gesprochen, sagt so, die Freundinnen alles, sie wird ja rausgerissen irgendwo aus dem normalen Leben. Ja, ich habe ja auch eine entsprechende Verantwortung, aufs Internat schicken geht auch nicht. Geht nicht, wo es so tolle Internate gibt, aber der spricht ja fließend Französisch, das wollen wir behalten. Super, ja. Der wohnt ja in Frankreich. Ja, perfekt, so. Ey, pass auf, ich bin ganz begeistert, ich habe ja keine Ahnung, du hast mich angeschrieben, ich muss auch mal zur Ehrenrettung sagen, du hast mich vor langer Zeit angeschrieben, vor 2-3 Monaten. Und dann hast du gesagt, hier, ich wohne hier in dem Wohnmobil, willst du nicht eine Story machen? Da habe ich das vergessen. Und dann habe ich dir das aber geschrieben, dass ich das vergessen habe. Ja, ich habe nicht gesagt, ich wollte sowieso kommen. Nein. Ich habe gestern ein Video von dir angeschaut, zufällig.
Und dann denke ich mir, siehst du, da habe ich auch nichts mehr gehört. Schreibe ich noch einmal. Der Sack. Der Sack, schreib nicht einmal zurück. Nein, habe ich nicht gedacht, aber ich dachte, okay, schreibe ich nochmal, vielleicht Das war eine ganz wichtige Geschichte, aber ich habe so viel um die Ohren im Ja, Moment. das denke ich mir auch. Ich kenne, Tut mir leid. Ja, kein Problem. So, jetzt bin ich ja hier. Das wäre kein Problem. So, World Judo Family. Das Ganze ist worldjudofamily.com. Also wenn ihr Bock habt, ich werde es verlinken. Kauft Kilometer Ja, das war super. vom Dann tue ich mir leid, aber ich muss ja alles selbst zahlen. Franz. Ja, ich muss. Ist Franz ein österreichischer Name, ein typischer? Ein typischer Franz Josef, kennst du? Und die Sissi, Franz und die Sissi. Ist der Strom eigentlich hier pauschal? Alles pauschal. Alles pauschal. Ja, super, ja. Da kannst du dich auch sogar föhnen, oder? Kann ich finden, ja, weil meine Haare brauche ich nicht finden. Da braucht man ein leichter Luftzug durch und schon ist es sauber. Und da ist es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute, was haben wir heute, 11.? 10.? Das ist der 10. Der 10. Juni 11. Ja. 2022. Ein wunderschöner, sag mal, 10. ist noch kein Sommer, noch ist Frühjahr kalendarisch. Das ist ja der. Kalendarisch ist aber, ja, genau. Das ist noch Frühjahr. Am So, 21. wir werden dich begleiten. Danke fürs Einschalten. Sag mal Tschüss. Also, Achso, bitte sag den Leuten mal in die Kamera, die sollen den Kanal von mir abonnieren. Die sollen auf die Abo-Taste drücken, weil viele machen das nicht. Also, gut. Also, der Kanal German Television, ich schaue den schon ewig an. Ich bin begeistert davon. Wenn ihr den sehen wollt, bitte abonniert ihn. Drückt auf die Taste und auf die Klingel, damit es immer wieder erinnert wird. Es ist ein super Kanal und ich bin ganz begeistert davon, weil immer wieder so tolle und interessante Geschichten rüberkommen. Mal so, mal so. Danke. Ciao. Tschüss.